Do you remember where we were? Ein bisschen, aber erinnere mich nochmal. Das ist nice. Okay, das ist richtig cool gemacht. Wieso hat das nicht jedes Spiel? Einen kurzen Recap der Story, wenn du mal wieder lädst. Das ist fantastisch. Ja, es hat ein bisschen was von How I Met Your Mother. Kind of, but remind me a little? Okay. I was after the secret of Monkey Island, and I decided that the easiest path to the island was to sign on to crew on LeChuck's ship. I would mount a mutiny at some convenient time. There were two problems. I needed a mop to get the job, and they knew who I was. Now, back to the story. Jetzt spoilerst du dich wieder, ja. Also, leichtes Mitraten für die Leute, die es nicht kennen, ist okay. Wenn ich es sage, wenn ich es zulasse an der Stelle. Aber wie eh und je, bitte kein krasses Backseat-Gaming. Bitte lasst mich erst einmal selber versuchen, die Rätsel zu lösen. Und vor allem bitte kein Vorhersagen, okay? Das ist ja das Wichtige an der Stelle. Okay, wir haben eine Schnur, die wir nicht entwirren können. Wir haben einen Schwamm, den wir drücken können. It's good for relieving stress. 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 Okay. It's soft and extra fuzzy. This has gotten me out of a lot of scrapes over the years. Okay. The pen is mightier than the sword. Ja, aber ja, wir haben hier dieses tolle Hinweisbuch. Das möchte ich aber nicht nutzen. Ihr kennt mich, ich bin da. Enjoy your stay. Ich bin da sehr eigen, was das angeht. Mayhem, einen wunderschönen guten Abend, Hallöchen, herzlich willkommen und Dankeschön für deinen Follow. Wir gucken aber mal auf die To-Do-Liste. So, wir müssen LeChucks Mannschaft beitreten und da haben wir das Problem, dass die Quartiermeisterin uns erkennt und mich deswegen nicht anheuern wird. Das heißt, wir brauchen in irgendeiner Art und Weise eine Verkleidung, eine Maskerade. Das ist das ganz neue Monkey Island, das letzte Woche Montag rauskam, Dino. Das heißt, wir müssen auch noch zusätzlich zu der Maskerade einen Mob herstellen. Und zwar müssen wir dafür den Mob-Stielbaum finden. Und sobald wir dann auf dem Schiff sind, wollen wir natürlich das Schiff von LeChuck kapern und übernehmen und auch die Mannschaft überzeugen, sich uns anzuschließen, um dann endlich das Geheimnis von Monkey Island zu finden und die glorreichen Zeiten nochmal zu durchleben. Okay, nein, ich möchte eigentlich nicht hingehen. Ich wollte es mir angucken. It'll be my ship soon enough. It'll be my ship soon enough. Und erinnert ihr euch dran, es gibt Collectibles. Es gibt kleine Karten, die wir aufsammeln können, die Trivia-Quizzes, also die Trivia-Fragen zu dem Spiel darstellen. Wenn ihr eine solche Karte seht, nutzt gerne den Blind-Command. Okay, wir hatten mit Wally das letzte Mal gequatscht. Ich muss mich erstmal wieder ein bisschen orientieren. Aw, this is where I risked my neck for Elaine, and she showed me she only needed me to risk my heart. Also, the windows need some work. Ein Bart oder eine Brille. Funktioniert bei Superhelden auch, ja. Das Hinweisbuch macht eigentlich genau das, was der Chat macht, wenn du nach einem Hinweis fragst. Es gibt dezente Hinweise. Das könnte ich dann definitiv nutzen, wenn ich nicht mehr weiter wüsste. Ich sehe nichts, ich höre nichts und ich It weiß seems to be nichts. stuck closed. Genau das macht der Blend-Command. Das ist einfach nur ein Sound-Alert, der mir sagt, hey, du hast da was übersehen. Guck dich doch nochmal genauer um, bitte. Ich weiß, dass das nur eine Vorführung war. Das habe ich an der Stelle schon gecheckt. So, wir haben hier die Schwertmeisterin, beziehungsweise die Gouverneurin. Bei der können wir jetzt aber auch nichts mehr machen, ne? Ich sehe nichts, ich höre nichts und ich weiß nichts. Ich
muss jetzt erstmal überlegen, wo wir hin können, was wir jetzt als nächstes machen müssen. Museum, die Werft, Ausguck. Das Museum besuchen. Museum für Piratenkunde. Hi there. Das ist neu. Das war Welcome to doch... the Melee Island Museum of Pirate Lore. I'm Conrad, the curator and docent here. I also edit the Pirate Times newsletter. Here, take my business card. Thanks? The museum showcases the largest collection of pirate memorabilia in the Caribbean. Or on Melee Island at the very least. The provenance of each item has been very carefully researched and fact-checked by myself and my team. Feel free to explore. And if you have any questions, just ask. Okay, nice. Da kamen wir das letzte Mal noch nicht hin. Hi, ich bin Guybrush Threepwood. I'm Guybrush Threepwood. No kidding? Wow! Are you named after Guybrush Threepwood? I guess you could say that? Nice. Your museum is quaint. Thanks. It's been a personal passion of mine. I'm Enjoy nuts your about old-timey stay. pirate stuff. Old-timey? Being around it really makes you feel like you're a part of something. Doesn't it? I am part of something. Exactly. Oblong Thoughts, einen wunderschönen guten Abend, Hallöchen und herzlich willkommen. Dankeschön fürs Folgen. Das ist auch absurd. Hey, ich bin Guybrush Threepwood. Oh, bist du benannt nach dem Guybrush Threepwood? Er ist doch der Guybrush Threepwood, eigentlich. I'm going to find the legendary secret of Monkey Island. Oh, that's excellent! Super retro. If you need a place to display it, I know a convenient museum. Okay, wow. Right, so you wear a peg leg despite having both of your original legs. Just part of the docent's outfit for the tourists. Kids always want to try it on. That's charming and creepy at the same time. This is a museum for people who think attacking ships and murdering the crew for profit sounds fun. Touché. Genau das, was wir vorhaben, ne? Haben Sie Karten des Waldes? Das ist wichtig, die brauchen wir. Do you have maps of the forest here? No, that's not really what we do. Try the map shop in town? Stimmt. Habe ich mit Wally über die Waldkarte geredet? Ich glaube nicht. Are any of these things valuable? The security parrot isn't just here to look piratey. John Laney's eye patch is irreplaceable. It's the highlight of the collection. Amazingly, I got it at a yard sale. They didn't know what they had. Dann wird es bestimmt auch genau diese Augenklappe sein. Tell me about that newsletter of yours. The Pirate Times. We publish pirate news, pirate stories, pirate poetry, all things piratey, really. Oh ja, Guybrush Threepwood ist aber auch echt ein schwieriger Name, ne? I'll have a look around. Please do. Guybrush Threepwood, Guybrush Threepwood, Guybrush Threepwood. Es funktioniert aber. Nur viel zu schnell, schneller kriege ich es glaube ich auch nicht hin. What's this melted lump of metal? It used to be a mug. It was melted by some kind of acid. It was found in the Melee Gebrock. jail many years ago, after an incident where like 20 pirates escaped. Hey, I did that. I had to keep pouring the grog from mug to mug because it was melting them. I had an armload of mugs and I juggled them all the way from the scum bar to the jail. Also, I could get Otis to join my crew. Not my greatest decision in retrospect. That's a pretty wild story. You don't believe me? It's not a question of belief. Never mind. It's not important. Hauptsache unten steht erstmal dick und fett Spoilerwarnung. Wie gut ist das denn? Wenn du die anderen Teile nicht gespielt hast. Nice. What can you tell me about this eye patch? That's the pride of the collection. It belonged to Captain John Laney, the pirate of 1,000 faces. Supposedly, it had voodoo powers that would disguise him. I tried it on though, and nothing happened. Ha! Disguised him. There's some very tiny writing on it. Habe ich die Lupe noch? Ja. Nehmen. Well, the numbers are a little clearer, but still too tiny to read. Oh no. Eye patch worn by Captain John Laney, the pirate of 1,000 faces. Aber Hauptsache uns wird halt schon gesagt, dass wir damit verkleidet werden. The display case is locked. Okay, das heißt, wir brauchen eine stärkere Vergrößerung des Glases. Oh, wir haben eine Visitenkarte. Pirate Times, editor Conrad Lee, ready to publish your unrecognized genius. Hallöchen, König. Einen wunderschönen guten Abend. That Oh. map looks familiar. That's 1/4 of the original map to the treasure of Big Whoop. I got it from the cartographer on Low Street. Apparently, he was somehow involved in the search for Big Whoop.
About all Wally managed to do was get kidnapped by LeChuck's henchmen. That's not the way he tells it. I'm just trying to help. Thanks. I've got it under control. Ich mag es auch nicht, dass das Hinweisbuch so wackelt. Das könnte man... Es wäre schön, wenn man das dezent einfach ausschalten könnte. That is a really big parrot. Wonder how many hands it's eaten. What do you feed it? Thieves, mostly. Good to know. Okay. Das heißt, wir müssen ihn wahrscheinlich einmal ablenken und den Papageien ablenken. It's a working parrot. I shouldn't bother it. Also ja, der Artstil ist auch nicht unbedingt meins. Ich finde den Artstil aus dem zweiten Remastered viel, viel schöner. Tell me about this hunk of wood. That's an original plank from the Golden Hind, autographed by Francis Drake himself. Francis Drake, nice. What was this cinder you've got on the wall? Oh, that. Yeah, that was an unsent love letter, written by Elaine Marley while she was governor of the island. What? Elaine? The recipient was referred to only as Plunder Bunny. That's me! It was a really touching letter. Unfortunately, I put the candle too close to it. What did it say? Tell me what she said. Oh, you know, love letter stuff. Honestly, I don't remember a word of it, but it was touching. Thanks a lot. Oh Mann. What's the story with the wanted poster? That is the earliest known wanted poster for Captain Kate Capsize. You can tell how notorious she was by the huge number of crimes listed there. Very impressive. I got it from a collector on Fat Island. Those are my own crimes, actually. I was pretty much public enemy #1 on Fat Island at the time. I stuck Kate's picture on there so she'd get thrown in jail. That would never work. Nobody's that clueless in real life. I'm telling you the truth. I'm sure you are, Well. but it just doesn't quite square with the official record. So it's hard to substantiate. Substantiate? You've got an eyewitness. Eyewitnesses are notoriously inaccurate. Human memory is plastic and suggestible. Not yours, apparently. No, of course not. I deal in facts. Okay, das finde ich schon echt witzig. Also eigentlich sehr cool, dass sie das hier mit eingebunden haben. Das einzige Problem, was ich sehe, was ich habe, ist, wenn jetzt Teile zu den anderen Teilen, also zu dem alten dritten Teil hier drin wäre oder zum vierten Teil, die habe ich ja noch nicht gespielt. Da würde ich mich ja vielleicht wirklich spoilern. What's the significance of the peg leg? That belonged to the infamous peg leg Patty. She used to hide a spare cutlass in it, in case of capture. Sadly, that's the reason she's no longer with us. Is this a left hook or a right hook? That once belonged to the dread pirate Meat Meat Hook. Supposedly he was ambidextrous. Also, he used to live right here, on Melee. Ja, genau, das Bilderbuch. Da habe ich dann auch schnell übersprungen, ja. That's a nice coffin. The one with the ore. Yeah, the coffin had a lot of water damage when I got it from the voodoo lady in town. But I managed to restore it. It was used by a certain well-known captain in a daring escape from a Turkish prison. The water damage is actually from the swamp on Scab Island. Unlikely. The prison in question is nowhere near Scab Island. You should think about hiring a research assistant. Oh, I did. Unpaid, of course. Intern. Ja, Interns. How on earth do you have that note? Oh yeah, that's very interesting. That was found tucked inside of a book at the Fat Island Library. It's the actual note left by the ghost pirate LeChuck when he kidnapped Governor Marley. I know what it is. The lookout handed it to me just before I finished my 3 trials. I was crushed, but undaunted. I gathered a crew and I sailed to Monkey Island to save her. Not that she needed it, as it turned out. Wow, man, you're really into this. I've got a role-playing group on Thursday nights. This is absurd. It's like this whole wall is stuff from my personal adventures, but somehow I'm not even mentioned in your stories. That's what's so Aw. great about this museum. Everyone makes their own connections with the exhibits, and it's highly personal and different for everyone. That's not what I'm trying to say at all. That's okay. You don't need to say anything. Just listen to what the exhibits tell you. Ich finde das schon witzig. Also ich finde das wirklich witzig.
Okay, da haben wir unsere Maskerade. Müssen wir nur noch irgendwie bekommen. Cracker. It's cracker mix. Some assembly required. Das heißt, wir brauchen auch wieder Wasser, weil das wieder nur das Pulver ist. Especially fortified for the healthy parrot diet. Okay, gut. Dann haben wir aber schon mal einen Teil, wie wir den Papageien für uns gewinnen können. Also ein kleiner Fortschritt. Ich seh nix, ich hör nix und ich weiß nix. Da, natürlich, eine Quizkarte. Dankeschön. Ich seh nix, ich hör nix und ich weiß nix. Okay, was ist ein echter Schädelname? Murray, Tilda, Raymond, Dorothy. Nee, warte, was? War Murray nicht der Schädel? Die ist weg? Wie, die ist weg? Wie, die verbrennt einfach? What the fuck? Das geht doch nicht. Ja, das dachte ich ja auch, aber das war's nicht. Wie heißt denn der Schädel? Ich dachte, der hieß Murray. Ja, Zirkel. Und Gysi, WB. Oh no. Ich glaube, die ist jetzt wirklich weg für den Durchgang. Kann ich... 21:09 Uhr. Das ist wahrscheinlich genau jetzt. Ja, aber das ist wahrscheinlich das Englische. Ja, ach, fuck. Aber wie hieß denn der Schädel? Könnt ihr mir das sagen? Ich möchte das jetzt gerade gerne wirklich wissen. Wie hieß der Schädel? Aber das war die einzige... Aber das war ja die einzige Option da. Es gab ja keine andere Karte. Es gab ja keine andere Option, die das gesagt hätte. Chris, einen wunderschönen guten Abend. Hi. Deswegen bin ich ja auf Murray gegangen, weil ich halt dachte, dass es genau das war. Die anderen waren ja Dorothea und so ein Kack, der überhaupt nichts mit Murray zu tun hatte. Okay, ich finde die Karte im Verlauf nochmal wieder. Okay, Konfettibeuke, danke schön für die Info, weil das irritiert mich jetzt gerade richtig. Okay, dann gucken wir mal, ob ich sie wieder finde. Und ich gucke jetzt mal, ob ich... Wally jetzt. Aber ich hatte die Antwortmöglichkeiten alle vorgelesen, Mikey. Aber es ist halt, Murray war so das einzige. Tell me again what you need to make me a map to the mop tree. Just bring me a sliver of the wood needed to make a mop. Okay. Bye. Kann ich hier noch einen Monokel nehmen? Better to have one for each eye. If you say so. Weil damit kann ich doch jetzt bestimmt... Du hast immer nur maximal 5 Karten gefunden. Ich beantworte sie ja immer direkt. Das ist es ja.
If one monocle is good, two is better. So, und damit müsste ich jetzt Enjoy your stay. das lesen können. Ah, crystal clear. I'll just write that down. Rank up. Hold the line. This hamlet shall not fall. Erstmal Flomi, einen wunderschönen guten Abend. Hi und Dankeschön für den Follow. Herzlich willkommen. Und Hallöchen Zwergenfürst. Dankeschön für deinen Raid. Ich hoffe, dir geht es gut und du hattest einen wundervollen Stream. Hallo. So. Damit können wir dann jetzt den zweiten Schlüssel herstellen. Hi there. Hello. Guck mal, ich habe hier noch eine neue This Nummer. is the one for the museum display case. Nein. Can you make me a key from this serial number? Sure. This will be for a high-end display case. You a collector? Yeah. Stamps. Quasi. Oh, da ist eine Karte. Hallo. So, erstmal. Schön, Andrea. Das freut mich, dass du jetzt voll da bist. Chuckys Freundin. Chuckys Freundin. Okay, ja. Ihre Steinschleuder, ihren Hut, ihre Stiefel, ihre Freiheit. Ihre Freiheit. Das war die vom Anfang. Verdammt. Das weiß ich nicht mehr. Das habe ich nicht mehr richtig im Kopf. Damn it! So, wir müssen in die Scum-Bar. Ich frage mich, ob man dann in einem Run alle Karten finden kann. Du musst im Abendkleid eine Gala moderieren, dann die Tanzfläche mit einem Standardtanz öffnen. Oh, wie schön. Oh, hallo, wer bist du denn? Hi. Are you my waiter? I want the excellent dish I had at the governor's mansion last week. I don't know what it's called, but it was sort of, you know, a hot food. Yeah, but I'm not. It had ingredients in it or something. I'm not your waiter. I already told your incompetent cook this, but he still hasn't brought me my dinner. I don't work here. I'm not a waiter. Hop to it! Right away, sir. Okay, wahrscheinlich müssen wir dann erstmal mit Carla quatschen, um herauszufinden, was denn das Gericht war, das er bekommen hatte. Stay away from my mop. Oh, you look like the health inspector tasted your stew. Or you did. Worse. Marlin is here. Who? The customer I have nightmares about. He's the only importer of yak fat on the island, so I need to keep him happy, but he makes that impossible. Today he wants me to make him a dish that he ate last week at some kind of event at the governor's mansion. But of course he doesn't remember what it's called or know what's in it or even remember what color it was. He says he thinks it has ingredients in it. I don't have the slightest idea what to make. If I brought you a recipe, could you make it? Of course. I'm a cook. See the hat? Ja, ich spiele es auf schwer, Flomi, um dir das zu beantworten. Oh, look behind you! A three-headed monkey! I do know a great stew recipe for monkey heads. I Oh, can't wow. think about that right now. Okay, dann Let's see what gucken I wir can erstmal find nach out. Thanks. dem Rezept. Vorher kommen wir wahrscheinlich auch nicht an den Splitter des Mobs ran. Da liegt... I'm gonna find the secret of Monkey Island. Good for you. Wie komme ich denn jetzt am schnellsten dahin?
Dum, 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 dum. Hi, Carla. Keine Zwinker-Smileys. Das ist ein Unterschied, Flomi. Normale Smileys kannst du verwenden, aber keine Zwinker-Smileys. Carla, los, komm. Bin wegen eines Rezeptes gekommen. I've come for a recipe. A dish you served at a recent function. It's been described as hot and having ingredients in it. Ring any bells? I do host plenty of functions, but I'm afraid I don't have any idea what you're talking about. I don't really have anything to say. I just like doing this. Practice is nice, but I'm busy these days. Governor stuff. Wow. Okay, das heißt, die weiß nichts. Wow. Haben wir irgendwelche Infos noch? Nee, ne? Wo kann ich das denn jetzt mal erfahren? Es gibt aber nicht eine Hintergrundgeschichte an der Stelle dazu. Es ist einfach ein generelles Nicht-Mögen, weil Leute in den Stream kommen, die absolutes Backseat-Gaming betreiben und mir sagen oder mir versuchen, die Welt zu erklären und das dann aber immer mit einem, ach, Schätzeken, du kannst das ja gar nicht wissen, weil du bist ja eine Frau und ich erkläre dir mal, wie das alles hier funktioniert, wie das alles läuft. Und das wird alles immer mit einem Zwinker-Smiley an der Geschichte dann hinten dran gesetzt. Immer. Und da habe ich einfach überhaupt keinen Bock drauf. Und es steht doch da. Und mein Mann hat jetzt mehrfach auch wieder das gepostet. Und da habe ich halt echt keine Lust, mich auch jedes Mal erklären zu müssen. War. Wo können wir denn jetzt herausfinden? You can find a golden key, but you cannot own it. Wo kriege ich denn jetzt die Infos her? Green, half off. Blue, half off. Yellow, half of half off. Orange, aren't you glad you're here? Ah, nice. The curtains are for sale too? Everything goes. They'd make a great dress. Okay, das heißt, hier können wir bestimmt ein bisschen was A kaufen, crystal. was wir brauchen Yeah, this können. isn't that kind of game. Robustentresor. It's an unusual safe with 5 keyholes. Alas, the safe is not for sale. It has been placed with me for safekeeping. Aha. I'd need a lot of keys to open that. How much for the safe? It is not for sale at any price. As I said, it has been placed with me for safekeeping. It's a creepy shrunken head with long, stringy hair. I didn't know these were a voodoo thing. They're not. But the tourists like them. I'll take this disgusting shrunken head. That's my last one. Quite the bargain. Ich hab den jetzt echt einfach gekauft? Ich wusste gar nicht, hey? It's a creepy shrunken head with long, stringy hair. Okay. Verkleidung. This is a neat symbol. What does it mean? That used to contain magical disguises. But alas, they have all gone. Yeah, it's too bad you're sold out. A magic disguise seems really useful. There's always the famous eye patch of John Laney at the museum. I'm sure the magic has worn off by now. But I believe I could restore its abilities. Das ist nice. Das ist richtig, richtig gut. Ah, schön. Keep up the good work, buddy. Too bad it's empty.
Alles leere Körbe. An empty basket. I should have gotten here last month. Okay, das heißt, ich kann gar nicht wirklich viel kaufen. Oh. What's this thing? It's a forgiveness frog. When no apology will do, give the forgiveness frog. It's like a card, only much better because it's a frog. Ich seh nix, ich hör nix und ich Are weiß you sure nix. it's real voodoo? No comment. It works. Trust me. Die habe ich wirklich nicht gesehen. Oha. Dankeschön für deinen Lurk-Zwergenfürst und dir einen wundervollen Abend noch. So, gucken wir mal. Was steht auf dem Schild am Tor von Terror Island? Okay, ich habe Terror Island. Ist das aus einem anderen Teil? Es sagt mir gerade gar nichts. Das ist mein Problem. Pointy. It is a non-magical ceremonial knife. Very sharp indeed. Ich will das wirklich, ja. Oh, I'd like this knife. An excellent choice. I will need you to verbally agree to a release of liability. Okay. This product is not to be used in the commission of any crime, including vandalism, jailbreak, and theft of ancient priceless artifacts. No problem. Threatening, frightening, stabbing, shaving, or manicuring yourself or another person are likewise considered outside the scope of acceptable use. Oh, okay, I guess. The product is not balanced for throwing. Throwing the product violates these terms and will invalidate the warranty. Whittling, scrimshaw, mumbledy-peg, juggling, and any tricks involving stacking or balancing the product may cause serious injury and should not be attempted by unlicensed persons. Uh-huh. Use with breads, spreads, bedspreads, or thread may damage the product. If damaged, the product should not be used. Product is sharp and should not be carried in a pocket, coat, belt, hatband, handbag, shoulder holster, or sheath. At all times, keep the product away from children, pets, the aged or infirm, clowns, pirates, and adults. Where possible, it should be locked securely in a vault. The manufacturer accepts no responsibility for the consequences of any use or misuse of this product. By verbally assenting to these terms, purchaser hereby assumes all liability, past, present, and future, throughout this and all possible and impossible universes. Oh, is this where I say yes? Yes. Yes. Is there anything I am allowed to do with it? I am not able to answer that question, as it could create a liability issue. Es geht ja nur Liability, die Garantie, die erlischt. Ach. Ja. Ja, das stimmt schon. In Amerika ist das durchaus gang und gäbe. Ich glaube, ich kaufe auch einen von denen. Natürlich. I'll take this forgiveness frog. It can help someone forgive even very old transgressions. Wir können ja tatsächlich alles kaufen hier. Wir haben ja irgendwie keine... I've got a few coins for incidentals. Keine Beschränkung, was das Gold angeht. Everything's spilled out of it in a puddle. Not for me. Looks like it's been there forever. Not very practical. It says everything must go, but it says it with numbers. Do you do gift wrapping? We're out of wrapping paper, unless you'd like it wrapped in the skin of a lizard. No thanks. Ja, Next time I'm in a drum circle, this would come in handy. Ja, das ist ja halt auch wirklich nur, dass denen die Garantie erlischt. All my merchandise is top shelf. Can't you at least wait until I say what I'm thinking? It's creepy. What's cooking?
The Feast of Knowledge. Okay, ich glaube, jetzt haben wir zumindest alle Gegenstände, die hier vorhanden sind, gekauft. Würde ich jetzt mal behaupten. So, kann mir einer von euch sagen, wo Terror Island ist? Also in welchem Monkey Island Teil Terror Island vorkommt? In dem Teil, okay. Dann ist alles okay. Dann können wir das erst später beantworten. Alles klar. Can you use your talents to tell me how Elaine is right now? She is always close, no matter the distance. Do your answers ever make sense? There are no answers, only questions that are finished. Okay, warte mal. Ist... Ja-Nein-Frage. Ist Terror Island der Freizeitferienpark, wo wir am Anfang des Spiels waren? Okay, nein. Perfekt. Is this the year when you finally tell me your name? It's become almost a running gag between us. But it's awkward, like when your glass is empty but you keep trying to drink out of it over and over. It is Corina. Oh, okay. Karina. Nice. Somehow it was more exciting before I knew that. That is true of many things. Are you able to see what LeChuck is up to? Your goals and the goals of LeChuck are aligned, as always. But his intentions are darker. He would use the secret to do terrible things. Dark-er? What's that supposed to mean? LeChuck must not acquire the secret. No argument there. Da versuchen wir ja viel oder unser Möglichstes, um das zu verhindern. Your sign says you're going out of business. Or is this one of those not really going out of business sales? There is a new dark magic on the rise in the Caribbean. It has many adherents, particularly among the young. There is little demand for my talents or my wares. Business is terrible, and there are other factors. Captain Madison desires this location. That it belongs to me will be of little help against her financial and political powers. Whoa, back up. Dark magic, you said? I did. Also ja, damals habe ich sie nicht gespielt. Ich habe klar ein bisschen mal irgendwas angezockt zwischendurch mit meinem Cousin. Minisequenzen daraus gespielt, aber keinerlei Recollection quasi. Und wir haben jetzt eben vor Return to Monkey Island den ersten und zweiten in der Special Edition gespielt. How does dark magic work? Runes, chemicals, the power of secrets. I am no expert. It's too sterile for my tastes. I like things messy and theatrical. Ja, nice. Is dark magic powerful? Powerful, yes, it can be. But dangerous. If the badger chews his own tail, soon there is no more badger. You like that metaphor a lot, don't you? It has many uses. Can dark magic get me to Monkey Island? No. Nuts. Where can I get my hands on some dark magic? Dark magic is not your path, Guybrush Threepwood. Do you know more about this John Laney guy with the eye patch? Captain John Laney was renowned as the pirate of 1,000 faces. It was said that he could fool his best friend with nothing more than an eye patch. That legend is true, but only because the eye patch he used was filled with much voodoo magic. The eye patch still exists. It is on display at the Museum of Pirate Lore here on Melee Island. If an enterprising person such as yourself were to liberate it and bring it here, I could most likely get it working again. Got it. Thanks.
Ja, nice. Machen wir, ne? Got any other mystical advice or information for me? Stock tips or something? No. 10 Tipps. Okay. Das wird nur das Kostüm, klar. Wir brauchen Wasser. Kann ich mit dem... Hauptsache. Mir wird direkt gezeigt, ob ich etwas kombinieren kann oder nicht. Okay. Zieh ab unter die Dusche mit dir. Los, los. Wir brauchen... Wir haben das Messer. Damit können wir definitiv einen Splitter aus dem Mob schneiden. Die Frage ist, ob wir das tun können, während er uns beobachtet. Stay away from my mom. Nee, können wir nicht. Das heißt, wir brauchen halt erst einmal das Rezept. How's it going with that nightmare customer guy? My stomach feels like it's full of cannonballs and splintered rowboats. Du hast irgendwie viele Items, die ich in meinem Durchlauf nicht gefunden habe, was? Oh, where did he say he had the dish he wants you to make? At the governor's mansion. It's probably some exotic, weird-tasting thing from a swanky cookbook. Also. I'll see what I can find out. Thanks. Das hier, die Pferderüstung, ist tatsächlich einfach nur ein Item, das man fürs Vorbestellen bekommen hat. Und ich spiele es auf schwer. Das kann sein, dass ich dadurch mehr Items habe, die ich halt kombinieren muss. Aber warte, wir müssen ihr ein Buch zurückbringen, bevor ich ein weiteres Buch ausleihen kann. Enjoy your stay. Das war, glaube ich, Thema, ne? Der Geschah, einen wunderschönen guten Abend, Hallöchen, herzlich willkommen. So. Zutaten. It's a cookbook. It has 4 stars, but it looks like they're for difficulty. Can I borrow a book? You never brought back the last book you borrowed. You never even apologized. I'm sorry. Yeah, I'm hearing the words, but somehow they aren't helping. Wir haben einen Vergebungsfrosch. Komm, Carla, vergib mir doch bitte. This is for you. You're giving me a frog? It's a forgiveness frog, for when words aren't enough. You haven't even bothered to write anything personal on this frog. That's just rude. I reject your frog. Liebe Carla. Dear Carla. Tut mir leid, dass ich dich damals in die Luft gejagt habe, dass ich deinen Geburtstag vergessen habe, dass ich unseren Jahrestag vergessen habe, dass ich das Buch, das ich mir ausgeliehen habe, verloren Sorry habe. for losing the book I borrowed. Mir ist klar, dass du robust zur Robustheit bist. Ich bewundere, dass du hart zur Sanftmut bist. Ich schätze es sehr, dass du dem Pflichtbewusstsein verpflichtet bist. Ich schätze es, dass du leidenschaftlich zur Leidenschaft bist. Jetzt weiß ich nicht, was ich nehmen soll. I value that you are dedicated to dedication. And I always tell people how nice you are. Please accept my humblest apology.
I promise to do better in the future. Okay. This is for you. Dear Carla, this is a nice sentiment, but the only personal thing you got right in here is my name. I reject your frog. Was? Can we try the frog again? Oh wow, nein, okay. Dear Carla, this is a nice, but the only... I reject. Okay, das heißt... Well, apparently a forgiveness frog doesn't work if the apology you write on it isn't good enough. Okay. Liebe Dear Carla. Aber, hä? Das war doch das. Es ist doch eigentlich genau das Sorry for Buch. losing the book I borrowed. I admire that you are hard on softness. And everybody says how nice you are. Please accept my humblest apology. I've implemented a reminder system for myself. This is for you. Dear Carla, this is a nice sentiment, but the only personal thing you got right in here is my name. I reject your frog. Wie? Also ich habe ja eigentlich versucht, am Anfang das ordentlich zu machen. It's a lot of work being governor. Es ist nicht, dass ich einfach drauf losrate und ich kann ja aktuell nichts Neues, nicht nochmal mit ihr reden. I should let you get back to governing. Yes, you should. Das war das, was für mich am sinnigsten war. Dear Carla. Das steht ja schon mal außer Frage. Und das muss Sorry for es losing sein. the book I borrowed. I realize that you are tough on toughness. And I know you're really nicer than people say you are. Please accept my humblest apology. You scare the heck out of me. This is for you. Dear Carla, this is a nice sentiment, but the only personal thing you got right in here is my name. I reject your Das kann doch frog. nicht sein. Das kann es doch wirklich nicht sein. Dear Carla. Sorry for losing the book I borrowed. I appreciate that you're keen on bluntness. And I know you're really nicer than people say you are. Please accept my humblest apology. You scare the heck out of me. Das Ding ist, ich krieg ja keine neuen Informationen oder die alten Informationen wieder. This is for you. Dear Carla, this is a nice sentiment, and it looks like you even know something about me. One thing. You can do better. I reject your frog. Okay, ein Teil davon war jetzt richtig, aber nicht alles. Dear Carla.
Es geht um das Buch. Es geht um das Buch. Es ist weder ein Geburtstag noch ein Jahrestag, noch dass wir den in die Luft gejagt haben, sondern es geht darum, dass wir das Buch verloren haben, dass wir oder ihn nicht zurückgebracht haben. Das heißt, es muss das sein. I appreciate that you're keen on bluntness. And I always tell people how nice you are. Please accept my humblest apology. You scare the heck out of me. This is for you. Dear Carla, this is a nice sentiment, and it looks like you even know something about me. One thing. You can do better. I reject your frog. Edgy. Ugh, looks like Carla wasn't too keen on getting her portrait done. I've always thought this looked like my old ship, the Sea Monkey. Stay out of my... Elaine told me that's Lauder Neckbeard, second governor of Melee Island. I've seen that same painting on a box of frozen instant cereal. Ja, Logan, ich habe tatsächlich den zweiten immer das mit dem Buch gemacht. Immer. Okay. Ja-Nein-Frage. Fehlen mir noch Informationen? Es ist eine Ja-Nein-Frage. Es ist keine Vielleicht-Frage. Das ist eine Frage, die man ganz klipp und klar beantworten kann. Mit Ja oder Nein. Es ist die Frage, okay, ich stelle die Frage anders. Kann ich dieses Rätsel jetzt lösen? Ja-Nein-Frage. It's a creepy shrunken head with long, stringy hair. It's soft and extra fuzzy. Naja, ich habe ja meiner Meinung nach die sinnvollsten Sachen verwendet, aber das hat nicht funktioniert. Naja, aber es kann ja auch durchaus sein, dass dieses Spiel so eingestellt ist, dass ich nicht richtig raten kann, sondern dass ich erst, sobald ich die Informationen habe, selbst wenn ich quasi das Identische machen würde, es nicht akzeptiert. Das gibt's durchaus ja auch. Aber ich kann ja halt auch nicht mehr mit ihr reden. Ich kann die Informationen von ihr nicht bekommen. Und hier war aber nichts zu ihr drin. What you working on? Crossword puzzle. Der Lagerraum ist auch komplett leer.
Oh, I used to love these when I was 6. I used to love these when I was 6. Museum of Pirate Lore. In den Wald kann ich nicht. The assets of this establishment have been seized to settle a class action lawsuit. Have a nice day. Stan used this to clean his ships. It's all rusted out now. Also hier kann ich aktuell auch nichts machen. Kann ich mit dem Typen nochmal reden? Hi again. Oh, those new pirate leaders are real jerks. They laughed at me, and they won't fund my expedition. Why didn't you warn me? Would you have listened? Of course. Okay, no, probably not. I could stare at this forever, but that wouldn't be much fun for you. Hab ich irgendetwas? Nee, ne? Ich habe hier halt auch nicht so viele Möglichkeiten. Nice hat pin. It's the emblem of a secret society I belong to. Really? Don't be ridiculous. Ich seh nix, ich hör nix und ich weiß nix. Das ist keine Quizkarte, wenn du das meinst. I'm gonna find the secret of Monkey Island. Don't sound much like pirating to me. Are you sure I can't persuade you to back my expedition to Monkey Island? Let's pretend I was really considering this. What sort of pirate qualifications have you got, exactly? I can hold my breath for 10 minutes. 10 minutes? Really? Well, Das hatten wir, it's glaube ich, been a alle schon, while, oder? but I could probably still do 10 minutes on a good day. Well, I was a director of combat operations for the British Navy, and I've written 2 books on ship-to-ship tactics. I'm a founding member and co-director of the Red Fleet and hold records for civilian casualties from San Domingo to Venezuela. I'm an expert in 17 forms of hand-to-hand combat, 3 of which I invented. I served with Bellamy, Teach, and Roberts before they each met an untimely end that I might have had nothing to do with. Just so you know, this is the kind of resume we expect. Oh. Are you sure I can't persuade you to... Yeah. Okay, mit denen kann ich jetzt noch nicht nochmal reden, okay. Nice and hot. Wonder how long I could stand here before bursting into flames. Hier habe ich jetzt aber auch nichts mehr. Stay away from that picture. Wieso wollte ich das Bild eigentlich auch stehlen wollen? Easy, sehr freundlich von dir, dankeschön. The problem with this statue is it's not a statue of Elaine, the best ever governor of Melee. Honoring Melee Island's 27th governor, Carla the Swordmaster, for her heroic actions at Santa Catalina. Honoring Melee Island's 27th governor, Carla the Swordmaster, for her heroic actions at It's Elaine's flyer about how limes combat scurvy. It's important, but boring. I've never once made it all the way to the end. Property foreclosed by order of Madison Enterprises. Das hat immer noch zu. Hey, kid. Hey, Stan.
Hello there, son. I've been to the shipyard. Your office is all boarded up, with your toothbrush sealed inside, presumably. Well, don't worry yourself about it then, son. I found a dead centipede in the corner that should do until they let me out. Ew. Oh. See you later. Yep. Okay, das ist echt... Oh. It says jail rules. 1. No escaping. I'll stay on this side of the bars. I don't remember this place being so leaky. Das heißt, die einzigen Infos, die ich quasi eigentlich bekommen kann, meiner Meinung nach, sind hier. Aber I tried to read that once, but I couldn't finish it. Warning, do not try these tricks at home. Does not include Secret of Monkey Island. Oh. The blurb says it's a solid if somewhat predictable story about a roguish pirate and a doomed romance with a woman of station. It's thicker than I would have imagined. It's a cookbook. It has 4 stars, but it looks like they're for difficulty. Note to the reader. No disguised secrets are revealed in this book. eine Sache kommt mir gerade noch in den Sinn. Es ist wahrscheinlich klüger, hinten rumzugehen. Re-elect Governor Carla. She's keen on bluntness. Re-elect Governor Carla. Wow. She's keen on bluntness. Das hatte ich aber schon. Also, wow. Ja, aber das hatte ich verwendet. Hey, Wally. Bye. Welcome back. Hiya. Oh, da ist noch eine Quizkarte. Eine neue. Neue Quizkarte. Wie viele Steinaffen gibt es im zweiten Ring? Zweiter Ring? Was? Also, um das nochmal eben deutlich zu sagen, das mit dem Buch habe ich die ganze Zeit gemacht. Das mit der Leidenschaft hatte ich auch. Dear Carla, sorry for losing the book I borrowed. I appreciate that you're keen on bluntness. Das hatte ich so nicht. Okay, jetzt habe ich nicht... Das heißt, ich konnte es gar nicht machen, weil mir wirklich halt eine Option fehlte. As shown by your actions at Port Elizabeth, please accept my humblest apology. I promise to do better in the future. Ich weiß nicht mehr, welcher Hafen das war. This is for you. Willkommen zurück, Joe. Carla. This is a nice sentiment, and it looks like you even know das war schon mal falsch. something about me. One thing.
You can do better. I reject your frog. Das war falsch. Dear Carla. Das heißt aber auch dieses vielleicht und möglich, dass du das hättest machen können und technisch ja. Nein, ich konnte das Rätsel eben nicht lösen. Es ging nicht. Sorry for losing the book I borrowed. I appreciate that you're keen on bluntness. Ich weiß halt nicht mal, welches von denen das by war. your actions at Portobello, please accept my humblest apology. I promise to do better in the future. This is for you. Dear Carla, this is a nice sentiment. Okay, and das... one thing, I reject your fraud. Das war es also auch nicht. Ja, das können wir jetzt halt wirklich durchtesten, weil der Rest ist klar. Dear Carla, sorry for losing the book I borrowed. I appreciate that you're keen on bluntness. Naja, aber du hast ja gesehen, dass dieser Teil noch gar nicht verfügbar war. Das sehen wir hier zum ersten Mal. Deswegen hättest du an der Stelle schon wissen können, dass ich das nicht lösen kann. As shown by your actions at Santa Catalina, please accept my humblest apology. You scare the heck out of me. This is for you. Dear Carla, I'm impressed, Guybrush. Surprisingly thoughtful. Considering it's you, I'm strangely moved to forgive you for losing my book. And I'll treasure this frog as a memento of the time you did something right. Yay, das heißt, wir können jetzt das Rezeptebuch ausleihen. Zutaten. Can I borrow this cookbook? You cook like a cow. That's why I need the cookbook. Oh, all right. I was upset after you lost the last one, but you seemed genuinely sorry, so I guess I'll give you another chance. Thanks. I won't let you down. I'll definitely return this. Das war nice. Das war wirklich gut. Oh, schön. Guybrush. So, das heißt, wir gehen damit jetzt in die Scum-Bar und fragen den Typen nach den Zutaten. In der Hoffnung, dass er sie, was tue ich? Ich will in die Scum-Bar und ich laufe durch. Ist jetzt die Frage, ob wir ihm das geben können oder wahrscheinlich müssen wir das einfach direkt an den It's a Koch cookbook. geben. It has 4 stars, but it looks like they're for difficulty. Is what you want one of the recipes in this cookbook? How should I know? I'm not a cook. Okay. Hier. Das wird wahrscheinlich auch nichts bringen, ne? I found this at the governor's mansion. Aha! The mystery dish must be in there. I have no idea which one it'll be, so I'll just have to make them all. I'd better get to work. Thanks, Guybrush. Jetzt ist er bestimmt abgelenkt, ne? What the fucking fuck? Ja. Nice. This will be excellent. Wieso haben wir dieses Bild? It's torn and ugly, but strangely compelling. I Und carved wir it haben... off the cook's mop handle. Yes! He'll never Nice! complain again. Okay, wir verlassen die Küche. Oh Mann, war das ein Akt gerade. So, jetzt haben wir den Splitter. Damit können wir zu Wally. Dann kann er uns die Karte basteln. Hier, Wally, ich habe den Splitter. Wally, here's a sample of the wood you wanted. Can you make me a map now?
10 Minuten später. Sure. Hätten wir die Luft anhalten können. Thanks, Wally. Und jetzt haben wir da die Karte. Okay. Gut. Das heißt, wir können jetzt in den Wald. Ach nee, das ist mir ein zu langer Weg. Das ist, glaube ich... Ja, mal gucken. Ich möchte mein Versprechen an Carla nicht brechen müssen. So. Das heißt, wir sind jetzt hier. Das heißt, wir gehen erst einmal rechts und dann geradeaus an der Schlingpflanze vorbei, um dann wieder rechts zu gehen. Ich seh nix, ich hör nix und ich weiß nix. Wie, warte, was? War da eine Quizkarte? Habe ich wirklich übersehen. Sehr gut, das funktioniert wirklich gut. Das Spiel Monkey Island hieß früher Mutiny on Monkey Island, The Pirate Game, Voyage to Monkey Island, The Pirates of Monkey Island. Oh. Ich weiß es nicht. Verdammt. Ich wusste es nicht. Ich habe geraten. So, hier nochmal gucken. Das sieht halt alles irgendwie anders aus hier. Voyage. Es heißt Voyage. Es ist halt Französisch. Voyage. Ja, okay. Ja, ja. Voyage. Aber... Es ist für mich halt immer noch Voyage und das sind halt diese eingedeutschten oder hier eine Sprache des jeweiligen Kontexts einfügen Worte. Es ist für mich halt immer noch Voyage. Ich weiß nicht, das müsste man im Englischen mal herausfinden, Kochbeutelreis. Aber die sagen ja beispielsweise auch Kindergarten und nicht Kindergarten. Was aber auch daran liegt, dass sie dieses Harte nicht aussprechen können. Und das wäre so ein Wort, das für mich eingeenglischt wäre, um das jetzt mal so zu sagen. Naja, aber es gibt ja auch im Deutschen Worte, die ich nicht verdeutscht ausspreche. Ja, genau. Google Translate. Ja. Jetzt weiß ich nicht mehr, wo wir sind. Hier eigentlich. Aber ich finde die Beschreibung an der Stelle irgendwie ein bisschen weird. Ich gehe nochmal komplett zurück, weil das ist mir... Guess I lost my way. So, wir gehen hier hin. So, das erste war nach rechts. Finde ich das richtig? Also einmal rechts, geradeaus, links, 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 geradeaus. Also rechts, geradeaus, rechts,
Guess I lost my way. Das funktioniert also nicht. Das heißt, es muss wahrscheinlich wirklich aufgrund der Pflanze... Also an der Lila und danach die Schnapppflanze. Also Lila, Schnapp. Dann ist es wieder Lila und Lila. Und danach ist es Blau, Lila, Blau, Lila. Oder Grün. Oh, eine Igelfamilie. Mind your mama, little prick the kids. Oh, wie süß. Hey, little fella. Und das ist also der It's like there's a Mobbaum. welcoming committee. Das ist voll schön gemacht. Wow! The distinctive shape tells me this is the rare, endangered Malay Island mop handle tree. Ja, Mikey irgendwie schon. The distinctive shape tells me this is the rare, endangered Malay Island mop handle tree. Kann ich damit? Mehrere Stunden später. Was haben wir getan? Oh no. Hey, little dear. I must have startled them while I was whittling. Some animals are quite skittish. I must have startled them while I was whittling. Some animals are quite skittish. I don't want this. Das Eichhörnchen brennt sogar. Another resource has given its all in support of my personal goals. It's what nature is for. It's probably time for them to fly south. Oh no. I Okay. must have startled them while I was whittling. Some animals are quite skittish. Just because out of curiosity. Es gab keinen anderen Weg, das zu machen. I'll take a shortcut back. Und wahrscheinlich brauchen wir den als I made a mop. Jetzt haben wir einen Mob. It's a single perfect instrument that I will keep and use for a lifetime. Ja. Wir haben einen Mob. Das heißt, einen Teil davon haben wir jetzt schon mal durch. Das heißt, wir müssen jetzt im Museum die Augenklappe bekommen. What's a six-letter word for pirate? Pirate. Wenn wir den jetzt... Ach, wir brauchen immer noch Wasser, ne? Especially fortified for the healthy parrot diet. Wie kriegen wir Wasser?
Der einzige Ort, der Flüssigwasser, also der fließend Wasser hat, meiner Meinung nach, ist die Scamba. Ingredients indeed. Busy? Yep. Ugh, I remember that stench as if it were yesterday. Coming along nicely. Wir haben aber auch nichts, womit wir irgendwas schöpfen könnten. The plaque says, in memory of looming seagulls of old. Would you make crackers if I gave you some cracker mix? That stuff is strictly for home and office use. We pros don't touch it. Brilliant innovation. Ja, aber ich möchte ja nur, dass er sie mir macht. Für mich. Would you make crackers if I gave you some cracker mix? That stuff is strict. Seems like a lot, but okay. Wir haben aber keinen Zugang zu Wasser. Oder irgendeine Flüssigkeit. Wir haben nur den Eintopf hier. Oops. Oh, well, probably fine. Eine Spucke, ja. Da hinten waren doch auch keine Vor... Also da war Grog. I hope this isn't one of those party cruises. Aber da passiert nichts, nope. Hey, watch it! Ich habe aber auch nichts beobachtet, wo ich in irgendeiner Art und Weise Flüssigkeit Welcome to the hamlet. Yo ho! Oh, Logan. Dankeschön. Vielen, vielen Dank für das Gift-Sub an Dino. Dankeschön für den Support. Hey, kid. Darn it. Ach, I've been schade. trying to inventory Mann. the spiders, but they keep eating each other and I have to start over. Ich dachte, vielleicht kann ich hier diese Flüssigkeit aufsaugen. Der Typ ist immer noch nicht wieder da. Bei der hatte ich auch nichts. Nur normale Cracker. I found some cracker mix. You could bake fresh crackers in your furnace. Thanks. The ones on the plate were getting a bit stale. Take some if you want. Don't mind if I do. Oder wir machen's so. Nice. So, jetzt können wir also den Papageien ablenken.
What do you expect me to do, Elaine? Issue a proclamation? Of course not, Carla. We'll need to generate public support. I'm working on that. People around here don't like any kind of restrictions, even if it's for their own good. But we can put a requirement on ships traveling to the north. There's already a customs check, so the infrastructure is all in place. Well, it's a start. Scurvy's a big problem. Let's do all we can. Agreed. I've come a long way. Is there anything else on the agenda? Coffee? Kaffee! Okay, das heißt, wir haben die Verkleidung. I'd like to get somewhere first before I do that. So. Ach ja. Wir müssen die ja erst einmal neu verzaubern lassen. Hi. Can you fix this? Rank up. Hold the line. This hamlet shall not fall. The famous eye patch disguise of John Laney. As I suspected, the magic has long since drained away. Good. Great. So, can you charge it up again? I can. If you bring me one more thing. A particular charm of great power. You couldn't have told me this earlier? I could have. You must bring me the bite of 1,000 needles. Then I will recharge your eye patch. The bite of 1,000 needles. Can you be a tiny bit more specific? No. All right. Let's see what I can do. Mimi, einen wunderschönen guten Abend, Hallöchen, mein Lieber. Dankeschön, vielen, vielen Dank für deinen Raid und herzlich willkommen an euch Raiders. Hallöchen, Gamblers Choice. Auch an dich einen wunderschönen guten Abend. Wie war dein Stream noch? Hattest du noch viel Spaß mit Corpse Party? Ja, wir sind gerade fleißig dabei, Return auf Monkey Island zu spielen. Und ein bisschen Progress zu machen. So, wir haben eine To-Do-Liste. Wir brauchen den Biss der 1000 Nadeln für die Voodoo Lady besorgen. Biss der 1000 Nadeln. Also ich hätte ja jetzt grob an einen Igel gedacht, tatsächlich. Basic Etoile, einen wunderschönen guten Abend. Hi. Dass du kein Englisch übersetzen kannst, habe ich mitbekommen. Ja, aber nee, war doch gut. Das ist ganz fantastisch gemacht. Genau so. Also, der Biss der 1000 Nadeln. Ich würde jetzt tatsächlich auf einen Igel tippen, theoretisch. Ach, muss ich jetzt wirklich nochmal... Ah, nice. Aber ich kann den Igel jetzt nicht mehr wirklich auswählen. Dann wird es das nicht sein. Biss der 1000 Nadeln. Was könnte damit gemeint sein? Oh, hi. I've got some bad news. Someone stole John Laney's eye patch. Oh no. Some people have no respect for private property. It must have happened right after you Welcome left. to Did the you see anyone on hamlet. your way out? Not a soul. Right before you left. Mo, dankeschön. Vielen, vielen Dank für das Gift-Sub an Basic Etoile. Und ja, das ist doch häufiger so. Ich kenne das auch, dass wenn ich irgendwo zugucke, fallen mir ganz andere Dinge auf. Als wenn man es selber spielt. Was könnte der Biss der 1000 Nadeln sein? Hello, Mr. Brush. Hello. I see a peninsula trailing off into small islands, but no X marks the spot. It's southern Florida. I have family there.
What is that? It's definitely not a key. Or a lock. It's a fishing lure, of course. Of course. At the end of the plank. My mother's. Please don't touch it. Ja, okay, das hatten wir schon. Es könnte auch eine Spinne sein. Hey, kid. Aber so richtig passt das halt auch nicht. Hey, Stan. Hello there, son. Are you sure you don't want me to break you out? 115%, son. But thanks. See you later. Yep. Hot diggity, what a day, huh? I don't remember this place being so leaky. Ist das eine? Why do I keep looking at it? Weil wir vielleicht genauso eine brauchen. Besko, einen wunderschönen guten Abend. Hi und ja, danke schön. Ich habe auch bisher viel Spaß an der Reihe. Auch wenn ich gerade schon wieder ein bisschen auf dem Schlauch stehe. Ein Biss der 1000 Nadeln. Ja, da stand mein Mob bewundern. Coming along nicely. It's like a miniature dance party. This will be excellent. 3 teaspoons in a tablespoon. Ich habe keine Ahnung. Und die sagt uns echt nichts dazu, ne? Can you tell me where to find the bite of 1,000 needles? I wish I could. Me too. Got any other mystical advice or information for me? No. Oh, Mensch. Okay, bite of 1,000 needles. Hey, Wally. It's great to see you landed on your feet after all these years. Business has been booming with all these new dark magic pirates. Captain Madison has me on a lucrative retainer. She pays extra for a bunch of wacky symbols I just make up. I'll let you get back to cartographing. That's not a real word. Uh-huh. Ich überlege halt gerade, ob es in irgendeiner Art und Weise was mit Kartografie zu tun hat. The finest tools to make the finest maps. Aber never seen one of those before. mir fehlt gerade ein absoluten jeglicher Anhaltspunkt. Das ist ein anderes Plakat. Any information leading to the arrest and conviction of the person or persons who destroyed the historic mop tree. I'll keep an eye out for them. Ich habe nichts gemacht. Nein, nein. Nein? Das war ich nicht. Auch diese fette Ratte hier einfach. Das ist total geil. I'm thinking about going on LeChuck's expedition after all. I'm glad to hear you decided to patch things up. No, he doesn't want me on the ship. I'm blacklisted. I'm gonna have to go in disguise. These Shakespearean comedies just write themselves.
It always looks bigger on this side of the island. Bis der 1000 Nadeln. I don't really have anything to say. I just like doing this. Practice is nice, but I'm busy these days. Governor stuff. Note to the reader. No disguised secrets are revealed in this book. Bis der 1000 Nadeln kenne ich sonst nur als Eissturm. Das habe ich noch nie gehört. Würde es aber erklären. Aber wir haben ja jetzt keine Möglichkeit, irgendwie einen Eissturm heraufzubeschwören. Oh, It das ist seems to be eine Karte. stuck closed. Scurvy Island ist berühmt für... Waren wir auf Scurvy Island? Ich glaube nicht. Ich meine, Scurvy Island sagt mir was, aber die Insel, die wir ja bisher nur besucht hatten, war hier Mealy Island, Monkey Island, Scab Island, Fat Island und Booty Island. She vanished along with the ship. I told her not to go. Naja, Mo, Fab Island hast du ohne uns besucht. Property foreclosed by order of Madison Enterprises. The note says, forced to close. Thanks for the memories, but cash would have been better. Die quatscht halt nur. Ich habe keine Ahnung. Waiter, I can't understand why this is taking so long. Just bring me what the governor served me last week. Of course, sir. Sorry for the delay. It's Carla's copy of Ingredients by Bart. Are you done with the cookbook? I'd like it back. I'm still using it. Guck mal, ich habe einen tollen Mob. Look at my new mop. I made it myself. That's a fantastic mop. Absorbent, expertly carved handle. It should last you a lifetime of fine mopping. Do I really have to salt it so often? Okay. Folks, I need your help. Dezenter kleiner Hinweis. Ein wirklich dezenter kleiner Hinweis. Aber ich komme nicht weiter. Wir könnten natürlich auch das Hinweisbuch mal austesten und gucken, was das sagt. Ist halt die Frage, wie...
Okay, das nächste Mal, wenn ich nicht weiterkomme, machen wir das. Aber jetzt wird hier gerade schon gesagt, das Hinweisbuch. Museumsstraße, aber... Museum of Pirate Lore. Oh, I used to love these when I was 6. I used to love these when I was 6. Until I got trapped in one for 2 days. I think they're illegal now. Crossword? No, as a matter of fact. I'm working on acquisition leads. The museum hasn't got a centerpiece now because someone walked away with my eye patch. I'm not sure how they got past the guard parrot. But rest assured, I'll be beefing up security immediately. Good idea. Okay. Das Thema Museumsstraße hat mir jetzt gerade nicht wirklich was gebracht. Das heißt, wir gucken jetzt wirklich mal in das Buch. Wie finde ich den Biss der 1000 Nadeln? Ich bin gespannt. Nimm eine Probe von einer fleischfressenden Pflanze im Wald in der Nähe des Museums. Wow. Das ist ja richtig dezent geschrieben. A classic specimen of Alata needlius. A carnivorous vascular dicot known for its tasteful coloration, slight wiggle, and loads of tiny, sharp teeth. Ja, da habe ich nicht drüber nachgedacht. Gotcha, you pointy little trichiophyte. Aber ja, das ist mir viel zu konkret geschrieben. Und Museumsstraße wäre ja nicht das Richtige an der Stelle. Es wäre ja Wald gewesen. Aber okay, ich weiß, dass das Buch absoluter Müll ist. Ja, aber Museumsstraße hat mich ja in das Museum geführt und nicht in den Wald. Das ist ja, der Wald ist ja nicht in der Museumsstraße. Das ist ja durchaus irreführend. This is a plant with a bad attitude, and enough pokey parts to back it up. There you go. Bite of 1,000 needles. Tell me, is this an ancient, powerful charm, or simply a plant you found in the forest? You were pretty opaque about what you wanted, even for you. I took my best shot. Very well. You've always been the close enough sort. Thanks. Come, spirits of deception and death, drink your rejuvenation and awaken. Death? It's nothing to worry about. John Laney, this hapless boy needs your help. Hey. Take pity on him and bring him the power to hide from his enemies. Well, you don't have to put it like that. Ew. That's it? Unless you want the extended service warranty. No, thanks. I'm not a sucker. What do I owe you? Maybe try it on first, before we discuss payment. Well, how do I look? Ah! What the heck? I look like a zombie. Is it broken? One does the best one can with the materials provided. I'll just wear it when I really need to. Yeah, nice. You're welcome. I think I'm ready to set sail. Voll gut. So, aber bevor wir uns dann jetzt quasi auf das Schiff begeben, werde ich einmal eine kurze kleine Pipi-Pause machen. Und dann, ich speichere auch mal eben kurz. Speichern.
So. Dann habt eine wundervolle gute Nacht. Schlaf schön. Und hab eine super Woche. Ja, ich mache eine kurze kleine Pipi-Pause und mache euch Clips an und dann sehen wir uns gleich wieder und entern das Schiff. Bis gleich. So, hello. Lemi est back. Na? Wie geht's euch? Ich habe auch nochmal mein Kühlpack ausgetauscht. Ich habe jetzt hier ein neues, kaltes liegen. Es ist leider echt ein bisschen kalt. Habe mir noch eine Decke geholt, in die ich mich jetzt eingemümmelt habe und ein bisschen Schoki. Gegen die Schmerzen. Und halt einen neuen Tee. Heißt, ich bin schön gewappnet für den nächsten Bereich. Ja, eine Decke, Andrea. Eine wundervolle, tolle neue Decke, die ich habe. Eine Kuscheldecke mit Ärmeln, die ich jetzt habe und die ich mich jetzt schön immer reinmümmeln kann. Und ja, ist ganz fantastisch. Ja, Kurti, es tut mir leid. Aber das Spiel steht leider auf dem Programm aktuell. Weil, ganz ehrlich, wenn ich die ganze Zeit meine Hand, meinen Arm auf einem Kühlpack liegen habe, ist das schön und gut und es tut dem Arm gut. Aber es sorgt halt auch einfach dafür, dadurch, dass es ja hier auch drauf liegt, dass mein kompletter Blutkreislauf runterkühlt. Und deswegen wird mir kalt. Deswegen Decke und heißen Tee, weil das ist halt so genau die Stelle. Wenn euch im Sommer zu warm ist, kühlt euch eure Handgelenke, weil hier die Haut so dünn ist über den und die Adern daher fließen, dass ihr euch ganz, ganz schnell euren kompletten Kreislauf runterkühlen könnt. Hat Vorteile und Nachteile. Jetzt gerade ist es eher ein Nachteil. Der Tee ist noch zu heiß. Dammit. Deswegen bin ich jetzt auch gerade schön eingemummelt in einer schön warmen Decke. Ja, Kurti, wir haben dich doch auch lieb. I'll wait until I'm closer to LeChuck's ship. No need to... Wir können das doch nicht erst vor ihr machen. So ich wollte schon sagen, hä? Wow. Das ist ein Brennnessel-Tee. Es ist eine Brennnessel-Grüntee-Mischung. So. Hi there. You must be the quartermaster. Yep, you look like a guy without many options. I need a swabby. It's BYOM. So, show me a decent mop and the job's yours. Okay. Was ich nochmal eben mache, ist einmal kurz hier gucken, ob hier vielleicht noch eine Quizkarte versteckt ist, aber das sieht nicht so aus. Also wir zeigen ihr jetzt unseren tollen Mob. How's this for a mop? Oh, I think that might be someone I used to know. Eh, good enough. You're hired. Great. We'll be getting underway soon. Why don't you come on board and I'll introduce you to the crew. I'm excited to see my stateroom. When's a good time to discuss the benefits package? Threepwood's on LeChuck's ship. He's got some kind of disguise. From the bargain bin, it looks like. So what? You don't think this could be a problem? We didn't plan for him. I hate not knowing what's going on. I should have taken him out the minute he walked in here. Don't worry, we'll know what's going on. Yeah? How? I've got a spy on board the ship. Wow. Die sind total hinterhältig. Die wollten mit mir nichts machen. Und jetzt so ein Mist, ne? Teil 2, eine gefährliche Reise.
You were on LeChuck's ship. You turned the tables on them. You whipped out your sword and said, I'm your captain now. Take me to Monkey Island, or you'll all walk the plank. More or less. The name's Gullet, but you're not to call me that. To you, I'm the first swab, and I want to hear the capital letters when you say it. Capital 1. Got it. And this is the old. You'll be spending a lot of time down here. I thought we'd have a union or something. How much time is a lot of time? All of it. You work here, you sleep here, you take your meals here. Forget the world you knew before. This hold is your world. The hull is your ground. The deck is your sky. And I am your deity of choice. A cruel and vengeful deity. I only have one simple rule. You are not to leave this hold under any circumstances. Any questions? Kann ich den Laderaum Can I verlassen? leave the hold? No! Was passiert denn, wenn ich den Laderaum What verlasse? happens if I leave? I said you're not to leave under any circumstances. Well, I know, just hypothetically. What if I did? The worst punishment you can imagine. Which is... I throw you back down here. Nothing's worse than this. Ja, okay, da passiert also nichts Schlimmes. Where's my bunk? You might be all right inside one of the crates. Otherwise, be sure to cover your eyes. The chickens like to peck. But it's probably safest if you don't sleep at all. The chickens have their ways. Ja, natürlich habe ich dir zugestimmt. What's for dinner? Oh, we'd like a bit of dinner, would we? Well, perhaps we can arrange a bit of roast duck under glass for your majesty. Das klingt gut. Also nicht für mich, aber... Learn to catch rats. You can drown them in your mop bucket. They make their own sauce. What if I need to, you know... Use the portal. Don't get anything on the ledge outside, though. I hate an unsightly ledge. What am I supposed to be doing exactly? No recruits. You're all thicker than the chickens. Is that the whole answer? You're supposed to be swabbing. I want this whole sparkling, as if it was clean. Now, get to work. Wow. Yo-ho, a pirate's life for me. Okay, wir haben, Quartiermeisterin hat mir diese Broschüre gegeben. It's an inspirational, instructional pamphlet that I'm supposed to carry around and read. These are all the same. Just a bunch of rah-rah stuff about ship's company culture. These are all the same. Nehmen wir es mal mit. Komm an Bord. Broschüre für neue Mannschaftsmitglieder. Copyright LeChuck. Alle Rechte vorbehalten. Lass dich inspirieren. Folge LeChucks Führung. Vertrauen verletzen. Wutanfälle bekommen. Betrug begehen. Gastfreundschaft ausnutzen. Falsches Zeugnis ablegen. Die Geliebten zerstören. Das Schöne zerstören. Körperverletzungen androhen. Körperverletzungen begehen. Die ermorden, die sich dir in den Weg stellen. Kurzfassung aus dem Buch Piraterie nach Art des LeChuck. An die Arbeit, lass dich feuern. Le Chip ist so verzaubert, dass es sich von niemandem außer der Mannschaft entern lässt. Einschließlich dir. Also mach dir keine Sorgen. Es sei denn, du wirst gefeuert. Dann mach dir Sorgen. Das heißt, wir können es nicht wirklich entern. The rest of my gear is in there. I hope it'll be safe down here. It's probably fine. Okay. More importantly, is the taste of after chicken the same as the aftertaste of chicken? Gute Frage. I wonder what it's made out of. Jetzt haben wir ein bisschen Hühnerfutter. Geisterhühnerfutter. Ja, Andrea, das ist mir aufgefallen. Dann musst du die wohl noch abholen. I can't see much through this thing. More chickens? Murray? Indeed, I am Murray, the all-powerful demonic skull. But you have me at a disadvantage, withered zombie man. Have we met before? Vielleicht hätte ich das nicht sagen können oder die Quizkarte noch nicht ausfüllen können,
weil ich dann diesen Dialog noch nicht hatte. Das wäre aber dumm. Nee, Andrea, ganz ehrlich, mein Kühlschrank ist so voll. I can't. Oops. Oops is right. You shouldn't go opening crates without knocking first. A curse of painful boils on your left foot for exposing me. I'm here undercover, gathering valuable information for the exquisitely devious Captain Madison. Madison? Very interesting. Ooh, I probably should not have said that. Do me a favor and keep it to yourself, withered zombie man. Ist das der Spion? Ich habe viel zu viel Essen da, wegen meiner How Schwester. come you're working for Captain Madison? I thought you were your own man. Skull. I owe her a favor. It's none of your business. Why do you owe Captain Madison a favor? Well, ironically, I was sealed up in a crate, and she freed me. Oh, you mean like I just did? It's not the same thing. Wieso ist das denn nicht dasselbe? What exactly is Madison up to? I would be a poor spy indeed if I told you that. You diminish us both by asking. Knock it off. Come on. Tell me what Madison is up to. You diminish us both by asking. Knock it off. Die da hat ein Ei. Ugh, I'll keep my distance. Mothers are more vicious defending their young. At least they don't smell like live chickens. Ja gut. Das heißt... I think it's chicken grease. I hope my roommates don't get upset. No way am I picking that up with my hands. Wir machen das jetzt wirklich. Kann ich irgendwas... Ich habe den Schwamm gar nicht mehr. Looks like you missed a spot. Aw. Oi, you missed a spot. Come on. You missed a spot. Is that your catchphrase or something? Looks like you missed a spot. Seriously, get some new dialogue. Looks like you missed a spot. Oh, nuts. Okay. Joe, gute Besserung. Du musst irgendwie die Kopfschmerzen in den Griff bekommen. Lass das mal untersuchen. Aber hab eine gute Nacht. Irgendwie müssen wir es doch hinkriegen. Going somewhere, swabby? You haven't cleaned up that mess. Get back to mobbing. I'm feeling just the slightest twinge of regret about the choices I've made up to this point. Du würdest dich opfern und meinen Kühlschrank leer essen. Das ist sehr aufopferungsvoll von dir, Prezi. You missed a spot. Okay, das funktioniert nicht. You missed a spot. Oh, nuts. Close enough. Oi, you missed a spot. Oh, nuts. I'll let that one alone. She's got an egg. I'll let that one alone. She's got an egg. Ew. I don't want to spoil my view. You missed a spot. Oh, nuts. Müsste doch jetzt mittlerweile so schlecht hier You aussehen, missed a spot. Oh, nuts. dass er uns von unserer Arbeit befreien möchte, oder? Looks like you missed a spot. Oh, nuts. Looks like you missed a spot.
Oh, nuts. Ich glaube, ich kann nichts mehr. Hold it right there. You come up when I say you can, which is never. Get back to mopping. The rest of my gear is in there. I hope it'll be safe down here. It's probably fine. Thanks, chicken. Don't bite my fingers off, okay? Okay, wir I können wonder also what it's made out of. die Hühner füttern. I wonder what it's made out of. Das nach unten schieben. Ist es jetzt besser? Yep. Ah, das ist verschraubt. Boy, these are really wedged in there. Looks like you missed a spot. Oh, nuts. I'll just put a little dab on there. Nice. Ach, schön. Driving rain and crashing waves. Perfect sailing weather. Hey, Pollo Diablo, einen wunderschönen guten Abend. Hi. It's a really tight fit. I can't quite squeeze through. Mit ein bisschen Schmierfett geht das schon, was? Oi, you missed a spot. Oh, nuts. Better. Wir lassen unseren Mob The grease da. helps. A little. The grease helps. A little. The grease helps. A little. You missed a spot. Oh, nuts. Viel hilft viel, oder? Almost. So kennen wir das Looks doch. like you missed a spot. Oh, nuts. Yummy. It's working. Yummy. Andrea, du bekommst eine neue Chance und vielen, vielen Dank, Marie. Sehr freundlich von dir. I can't see anything. Genau das, Logan. Genau das. This one doesn't open. Ach, wie geil ist das denn? Wir haben hier einen Timer.
That's a big rudder. Okay. Okay. Ihr wisst, was wir tun. Ihr wisst, was wir tun müssen. Wie, er hat ja auch gesagt, 8 schafft er. 8 schafft er realistisch betrachtet. Und sonst so bei euch? I got these from the porthole. That's a big rudder. Ich wüsste jetzt nur nicht, wieso wir die Größe des Ruders bestimmen sollten. Acht Minuten sind halt echt lang. Naja, Dauersterbesendung, genau. Deswegen müssen wir jetzt halt auch sterben. Nicht die vielversprechendste Unterwasserausrüstung, was? Still, you never know when you're gonna run across a giant seahorse. Nice. It's my very own, very sharp, non-magical ceremonial knife. It's torn and ugly, but strangely compelling. I don't think so. Ich möchte gerade einfach sterben. I got these from the porthole. I've got enough to last me. I better leave it on while I'm on the ship. Pirate Times, editor Conrad Lee, ready to publish your unrecognized genius. The pen is mightier than the sword. This was a good idea. They magnify stuff even better since I stuck them together. Cholera, Nase... Achso, wegen Rhinovirus. Ja, natürlich, genau I've got a das. few coins for incidentals. So, ja, jetzt bleiben wir einfach mal ein bisschen unter Wasser und gucken mal, was wir hier so erreichen können, oder? Hm. Das Leben hat auch seine Reize, ist dem so, Logan. Was würdest du denn so reizvoll am Leben empfinden? Heiße Tassen Tee, warme, kuschelige Decken. Das kann schon durchaus sehr reizvoll sein, ja. Es gab sogar ein kleines Geräusch nach 5 Minuten. Sehr schön. Gefällt mir. Alles klar, Prezi. Hab eine wundervolle gute Nacht. Schlaf schön. Moppen, Manu. Moppen und Geisterhühnchen. Wenn das nicht reizvoll ist. Well. Naja. Ich weiß ja nicht. Also aufs Moppen kann ich verzichten. Und Chicks? Well. Also Tod oder Kurti ist doch klar, wofür man sich entscheidet. Andrea, das ist böse. Das ist richtig böse. Und je mehr du gemobbt hast, desto fettiger wurde das Loch. Also Auge. Ja. Mhm. Du weißt, was du da gerade gesagt hast. Aber hey Mo, du bist doch sowieso Einwohner von Fab Island, oder? Ach, schön.
Seit 3 Minuten, noch 3,5 Minuten. Er behauptet, Colea sei nicht frech. Colea ist krank. Colea ist krank. Wir warten gerade mal ab, weil unser werter Freund hier hat ja behauptet, er kann mittlerweile nur noch 8 Minuten unter Wasser bleiben. Und das testen wir jetzt einfach aus. Zu deinem Schutz, Colea war super lieb auf der GC. In Persona kann Colea auch durchaus nett sein. Zu manchen Personen. Ich meine, er bringt mir immer mal wieder Käsekuchen mit. Das ist durchaus sehr, sehr nett. Aber er kann auch in Persona ziemlich frech sein. Gene muss man sich aufteilen. Das halte ich für ein Gerücht, Andrea. Ich bin durchaus auch sehr gerne frech. Also, ja. So funktioniert das nicht, Andrea. So funktioniert das nicht. Du bist viel schlimmer als ich. Viel schlimmer. Und es gibt genug Menschen, die das bezeugen können, definitiv. Ja, richtig frech und neckisch sind nochmal eine andere Hausnummer. Und es kommt auch immer auf den Kontext an, immer auf die Situation, auf die Beziehung der beiden Personen. Das spielt alles mit rein. Neckisch, nicht nackig. Ja, natürlich will ich eine Lasagne am Sonntag. Und du hast gesagt, du backst Cookies für den Cookie-Eating-Teil des Streams. Da kann ich gar nichts für, Andrea. Das hast du gesagt. So, 10 Sekunden noch. Ich spreche nur die Wahrheit aus. Und das weißt du. Oh, Dad, you didn't die. Quit goofing around. You're right. I could still hold my breath a little longer. But time was running out. Ernsthaft? Es kommen noch mal 6 Minuten obendrauf? Okay, ich möchte es theoretisch ausprobieren, aber ich möchte jetzt nicht hier im Stream die ganze Zeit alles abwarten. Na, ich kann wieder hoch. Ich musste nur gucken, dass das ein großes Ruder ist. Ich möchte es halt aber ausprobieren, weil er ja eben so rumgetönt hat, dass er so lange die Luft anhalten kann. Und ich möchte an der Stelle sterben. Das ist also Absicht. So, okay, wir warten jetzt nochmal die 5 Minuten ab und wenn danach aber wieder ein neuer Timer kommt, mache ich das irgendwann später, weil ich kann mir durchaus vorstellen, dass das jetzt so weit runter geht, dass dann immer 1 Minute weniger oder 2 Minuten weniger sind. Weil wir hatten jetzt ja am Anfang 8 Minuten, dann 6. Und wenn dann irgendwie 4 und 2 noch dazu kommen,
Das wäre aber echt lang. Also eigentlich müsste nach den 5 Minuten jetzt oder nach den 4 Minuten irgendwas passieren. Meine Hand ist eiskalt. Boah, ist das ätzend. Bei den Temperaturen möchte man nichts kühlen müssen, ganz ehrlich. So, also für alle, die es noch nicht mitbekommen haben, am Sonntag um 15 Uhr hole ich meinen Geburtstagsstream nach. Das heißt, wir machen da dann einen ganz entspannten Sonntag zusammen und bleiben so lange live, wie wir Bock haben, wie es mir auch gut geht, wie ich das aushalte mit dem Arm. Und ja, ich hatte Geburtstag. Normalerweise machen wir ja eigentlich immer einen Geburtstagsreihenfeier-Stream, aber dadurch, dass ich Freitag Geburtstag hatte und am Donnerstag operiert wurde, ist das dieses Jahr ausgefallen. Und da ihr aber nachgefragt hattet und mich darum gebeten habt, habe ich gesagt, ich hole das nach. Und das heißt, wir machen jetzt einen Nachhol-Geburtstagsstream am Sonntag. Und nehmen uns halt alle Zeit der Welt und quatschen, weiß ich nicht. Ich habe jetzt mich dazu entschlossen, die zweite Lego-Büste versuchen, einhändig aufzubauen. Mal gucken, ob das so funktioniert. Und ansonsten eben Community Time, vielleicht ein paar Community Games, je nachdem, wo uns halt auch die Lust zusteht. Und ja. Schauen wir dann. Dankeschön, Circle. Ja. Ja, das wird, glaube ich, richtig lustig mit einer Hand. Mal gucken, inwieweit das funktioniert. Und Dankeschön, Arcades. Ja, wir gucken. Wir gucken einfach, ob es klappt. Ihr wisst doch, ich mache mir das gerne härter, als ich müsste. Und das ist auch wieder so eine Geschichte. Dankeschön, McFly. Und auch It's Good dir auch. Vielen Dank. Deswegen mal abwarten und mal gucken, wie es so wird. Wie gut es klappt. Letzte Minute. Sehr gut. Dankeschön, Logan. Ja. Hallo, Sibo. Ja, ich bin wieder da. Ich kann wieder streamen. Ich bin wieder soweit fit. Und hab halt den Arm die ganze Zeit jetzt hier vor mir auf dem Kühlpack liegen. Das geht schon ganz gut. Ja, ich habe eine stahlverstärkte Hand. Mehr Power dahinter. Wie geht's dir, Sibo? Alles gut? Nein, ich übertreibe nicht. Noch nicht. Nur dezent. – 18 Sekunden. Mal gucken, was jetzt passiert. Eigentlich müssten die ja was eingebunden haben. Alles andere wäre langweilig, wäre doof. Dad, stop it! Oh, I'm sorry, I didn't know you were this into my story. I'll try to be more serious. Es ist wirklich. Die machen das wirklich mit den 4 Minuten noch. Immer 2 Minuten weniger. Aber jetzt sind wir so weit gekommen, jetzt kann ich eigentlich nicht abbrechen, ne? Das ist doch absurd, wie lange der jetzt angeblich die Luft anhalten kann. Aber jetzt will ich wissen, was passiert. Ich
Durchstrecke Content, wie eh und je. Das einzig Wahre, was man als Streamer macht. Ah, Kurti. Kannst ja Werbung einblenden. Ah, das ist eigentlich eine verdammt gute Idee, Sibo. Ja, lass uns Werbung schalten. Ah, that's the real secret of Monkey Island. Ja, siehst du, ich brauche keine Werbung. Meine Mods machen das von ganz alleine. Ich habe immer noch nicht den Eistee mit eingebunden. Das muss ich noch machen. Au. Fünf Jahre? 5 Jahre? Dazu fällt mir theoretisch eine sehr, sehr süße Geschichte ein. Beziehungsweise, naja, eigentlich nur ein kleiner Fun-Fact. Witzigerweise war es nämlich so, dass mein Opa mütterlicherseits meiner Oma 5 Jahre lang nachgelaufen ist. 5 Jahre lang, bevor die beiden zusammengekommen sind. Bevor sie Ja gesagt hat. Doch, Andrea. Sieben 7 Jahre sogar. Ich hatte 5 im Kopf. Ich hatte 5 im Kopf. Bist du dir sicher mit den 7? Da muss ich Mama nochmal nachfragen. Weil ich hatte tatsächlich 5 im Kopf. Ist sie noch wach? Ich hab's mal geschrieben. Mal gucken. Hallöchen Raku. Das nannte sich damals den Hof machen. Absolut, genau das war es. Aber ja. 5 oder 7. Eins von beiden. Auf jeden Fall sehr, sehr lange. Okay. Vor vielen Jahren, genau an diesem Tag, starb Guybrush Threepwood an einem Unfalltod, den die Behörden später als Ertrinken bezeichneten. Er hinterlässt seine geliebte Frau Elaine. Sie hatten keine Kinder. Während er viele großen Abenteuer erlebte, blieb das Wichtigste von allen unerfüllt. Das Geheimnis wurde nie gefunden. Achievement unlocked. Dead, dead, dead. 5 Jahre. 5 Jahre bis zum ersten Küssen. Ich hab's dir gesagt, Andrea. Okay. Und Spiel ist vorbei. Und wenn jetzt bei Tinder nach 3 Tagen nichts läuft, wird man entmatcht. Ja gut, aber Tinder kannst du ja eh in die Tonne kloppen. Komplett. Und so konnte man tatsächlich sterben. Ja. Wenn ich so drüber nachdenke, ich starte eine Serie und nenne sie How I Met Manu. Und Kurti, ich möchte ja nichts sagen, ne? Aber ein Jahr hast du ja quasi schon. Okay.
So. Okay, das heißt, wir haben uns das Ruder angesehen, aber ich gucke trotzdem nochmal. Aber wir sind gestorben. Ach. That's a big rudder. So, wir haben ein sehr großes Ruder da unten. Ach, okay. Da können wir nicht hin. Können wir da reingucken? Können wir hineintreffen? Geht nicht auf. Ziemlich kleiner Anker für ein Schiff dieser Größe. Oh ja. Looks like it'd be more useful for fishing than stopping. Dann klettern wir über die Reling. Bla 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 bla. Leere Kiste. This is a bunch of empty containers of monkey blood and squid ink. Sonja, hab eine wundervolle gute Nacht. Schlaf schön. This is a bunch of empty containers of monkey blood and squid ink. Blah, blah, blah. Blah, blah, blah. Feast your eyes on this, me hearties. The one and only map showing the exact location of the secret of Monkey Island. Yeah. The map will be kept in my cabin. No one is to touch it or disturb it in any way. Now, before we can follow the map, obviously we must make our way to Monkey Island itself. Let's have the potion report. Wait, there's a potion? You don't remember that from my other story? To get to Monkey Island, you have to brew a special potion. Aber du und LeChuck, ihr wart beide schon einmal dort. Wie funktioniert der Zaubertrank? Was ist dran? What's in it? Oh, let's see. It's got squid ink and monkey blood. And a pressed skull, I definitely remember that. Also cinnamon, mint, and brimstone. And some coloring and preservatives. Oh, and a live chicken. But listen, you shouldn't worry about this yet. Wait till you're 12 or so. How does the potion work? I don't know. Nobody does. It's magic. It just helps you find Monkey Island. Okay. But you and LeChuck had both been there before. Why couldn't you just sail there? It doesn't work like that. You have to make the potion every time. Okay. Okay, I think I got it. The potion is nearly finished, Captain. All that's left is one flattened skull, and we'll be ready to cook it. Excellent! You there, in the back! New guy! Me? You look familiar somehow. Wieso das nur? Wir haben uns vor etwa einer Stunde kennengelernt. We met about an hour ago. While Iron Rose was introducing me around. I'm the new Swabby. Doesn't ring a bell. Well, no matter. Go and get us a skull. A flat one. Any questions? Warum brauchen wir einen Schädel? Why do we need a skull? To finish the voodoo potion. We just went over this. Why do we need a skull? To finish the voodoo potion. We just went over this. Ich möchte ihn gerne total nerven. Well, why does it have to be a flat skull? Because the recipe says so. Where should I look for a skull? That's your problem. Can I have a raise? Sure. Straight into the rigging, where you'll hang by your ankles for the next few years. Got it? Never mind. Yeah, you get used to it. Okay, I'm on it. One skull. Flat. Be quick about it then. Meeting adjourned. Okay, können wir uns jetzt hier einfach frei bewegen? We'll finish the potion and then I'll see about getting my hands on that map. Okay, also erst einmal den Plattenschädel besorgen. Ready for cannon firing. Solltest du nicht oben im Crow's You sein? be up in the crow's nest doing lookout stuff? The best show is down here. I want to see if you screw up this thing with this girl. Can I check the crow's nest for a skull? There's nothing you need up there.
Any ideas for where to find a skull? I'm really more of a watcher than a helper. What's it like working for LeChuck? I can't complain. Really? It's in the employee handbook. No complaining. You'll live longer if you remember that, new guy. Ah, schön. Do we have a union? You sure don't, Swabby. Gotta go. I've got a job to do. My condolences. I think it's just a sculpture. I hope it's just a sculpture. This is a bunch of empty containers of preservatives and coloring agents. This is a bunch of empty containers of preservatives and coloring agents. Nee, nicht Hochzeit. Es waren 5 Jahre bis zum ersten Kuss. Wir haben eine neue Quizkarte. Wallys Laden befindet sich auf der oberen Straße A Street, einer polizeilichen Überwachungsliste der unteren Straße. Das ist die untere Straße. Ich sag ja nur, wie es bei meinen Großeltern war. Nee, ich gehe noch nicht ins Schiff. Wir gehen erstmal hoch. The very first item in the ship's safety procedures is never to try to pet Scruffles. Top deck schedule. 1 bell, crew voting. 2 bells, LeChuck shouting. Ich möchte die Katze streicheln. Wo ist May, wenn man ihn mal braucht? Now's not a good time to attract attention. Toasty. Toasty. Ahem. I told ye to find a flattened skull. Do it! Before I decide to use yours instead. Und die Geschichte unserer Eltern. Nice looking skull you've got there, Apple Bob. Now, before you get any ideas, I'm a ghost. My skull won't work. And Putra already asked. Why don't you stick your own head in the pot and see what happens? Relax, I was just making conversation. I'll find a skull someplace else. How's the potion coming? You heard the captain. It's nearly finished. Go and find a flattened skull like he told you to. If you can't do that, find a regular skull and flatten it. Den Zettel lesen. Reminder to all crew. Extinguish demon fire with the proper extinguishment. Other methods will not work. Da waren sogar Geisterratten. Stop overfeeding Molly, you rotten clods. She has digestive trouble and I'm tired of cleaning it up. These open plan offices are all the rage now. Andrea, es war aber ein bisschen anders. Eigentlich, also ich hätte einen Bruder haben müssen, um die Story unserer Eltern nachzuspielen. I guess it's a good sign if they're not trying to leave. Zeit zum Wäschewaschen. Oh, I barely touched it. It just fell apart. I was barely even here. Ja, natürlich, du hast quasi nichts kaputt gemacht. Nein, nein. Uh-oh. Einen Bruder im Geiste habe ich quasi, ja. LeChuck. Wait a minute. That looks exactly like Elaine's wedding veil. If I'm wrong about what that is, taking it would be a big mistake. If I'm right, it would be a bigger one. It Überall doesn't können do wir die much Wärme to cut the spüren. chill in here, but I'll take what I can get.
Nice. A slideshow of creepy zombie guys. Noch eine Quizkarte. Der Papagei auf dem Siegel von Bermuda hält. Okay, das haben wir noch nicht. I know art is supposed to grab you, but this is taking it too far. Okay, das ist nice. Sehr cool. Aktuell kann ich hier noch nichts machen. I guess it's a good sign if they're not trying to leave. Okay, dann speichern wir mal eben. Das brauchen wir ja nicht mehr. Den Spielstand haben wir ja schon gemacht. Hi! You're out and about. Hi, Murray. Why don't you come with me? I can show you around the ship. No. I really think you should come with me. No. You won't learn much here in the hold. Wrong. The hold is a treasure trove of information. The nature of the cargo, the state of the hull, the battle-ready chickens, and slow-witted zombies. Hey. I've got a lot of important spying to do down here. Leave me to it. Oh, es wird auf jeden Fall Käsekuchenfüllung sein. Hey. Oh, wir haben den einfach genommen. Wir haben ihn einfach genommen. Enjoy your stay. Kontrastreich, einen wunderschönen guten Abend, Hallöchen und herzlich willkommen. Dankeschön für den Follow und einen wunderschönen guten Abend. Ich hoffe, dir geht's gut. So. Ich untergrabe Murrays Identität. Ja, sehr. Kann ich den damit platt machen? I don't think he wants to see a broken laundry machine. Ich will's doch nicht sehen. Ich will ihn plätten. I have a skull for the potion. Great! Der ist aber nicht platt. I have a skull. Should I put it in the pot? Only if it's a flat one. Oh, yeah. Der ist nicht platt. Wir kriegen ihn platt. I have a skull for the potion. I'm happy for you. There's nothing you need up there, new guy. I have a skull for the potion. Is it a flat one? Not exactly. I said a flattened skull, you useless bilge rat. Kann ich der eigentlich irgendwie... Wie kriegen wir den platt? Looks like it's empty. Ich hatte ja gehofft, dass wir den... Ach, warte mal. Wir müssen die natürlich erstmal reparieren. Und jetzt können wir den plätten. Let me apologize in advance. You're gonna have to take one for the team. I see no team. Only you, withered zombie man. Let me assure you that whatever you're planning, it will be nothing compared to the torments that I will... Zirkel, damit kann ich aber sehr gut leben. Ich bezeichne mich ja selber als Grammar-Nazi. I would admire your methods if they had been used on someone else. Thanks, I guess.
Hey, what are you... Next stop, Monkey Island. Swabby! Good. Why are you out in the old? You're not ready for the deck. Where's your mop? And also... Ich glaube, der hat seine letzten Tage auf dem Deck gezählt. I can explain, sir. I guess you'll be first swab now, whatever your name is. A promotion. I won't let you down. This'll be ruined now it's spilled. Start making the potion again. I'll be in me cabin, gritting me collection of other people's teeth. Redo the potion? Is that even possible? No! We barely scraped together the ingredients the first time. We're out of almost everything. Let's tip the cauldron back and pretend we're working on it. Maybe he'll forget about it eventually. Natürlich wird er es vergessen. Like I do. But it'll buy us some time. Is this one of those times where you substitute different stuff for all the ingredients and it works anyway? No, they were right. We couldn't make the potion again. But you told me that you can't get to Monkey Island unless you make the potion. Well, I did. But, as it turns out, there is a way. We storytellers call what's happening now a twist. There was an important piece of the puzzle that I hadn't seen yet. I started by looking around the ship for opportunities. Hey! Was für ein That Chaos. looks like a permanent stain. Ew, smells worse than it looks. This is a bunch of empty containers of preservatives and coloring agents. The crow's nest is up there. Dann klettern wir mal hoch. Da waren wir nämlich noch nicht. These things get more sophisticated every year. Would that we all did the same. Da ist eine Möwe. Hey, Flambe! Ship ahoy! It's Captain Madison. Ready the cannons! Don't worry about it. LeChuck already knows they're out there. Wait, never mind. Something's going on. They've got a cauldron on deck. Ja, die haben bestimmt die Zutaten, die wir brauchen. That looks like a cinnamon stick. Mint, squid ink. Hey, wait a minute. I know that recipe. They didn't come to sink us. Those weasels are going to Monkey Island. Okay. Those double-crossing thieves. That's piracy. I'm not sure what else you were expecting under the circumstances. Why aren't they happier? A well-placed stab in the back is cause for celebration. Aha! They're missing a skull. We don't need a potion because they have one. What? Sorry, I wasn't paying attention. Make ready to sail. Do I look like a quartermaster to you? You sure don't look like one to me. I'll go talk to Iron Rose. This is gonna be great. If you say so, Swabby. Wir werden das Schiff schon schaukeln. I've got an idea for how we can get to Monkey Island. So you said. You should tell Iron Rose about it. Or someone who cares, if you can find such a person. Ja gut, dann gehen wir einfach wieder runter. LeChuck will wahrscheinlich davon nichts wissen. Oops. Now's not a good time to attract attention. Können wir die Katze nicht mit irgendwas ablenken? Ich möchte sie gerne streicheln. Scheinbar nicht. Okay. I have an amazing idea. Does it involve mopping? No,
It involves following another ship to Monkey Island. See, Captain Madison is just east of us right now. They're brewing the potion to go to Monkey Island. So I'm gonna help them finish it, and then we follow them. All I need to do is get them a skull somehow. Make ready to sail. No. We don't even want to go to Monkey Island. Golett gave us a perfect excuse to skip it, and now you're about to screw it up. Let's lock him in the hold. Whoa, hang on. Okay, ich bin ein wenig überrascht, das zu hören. Was meint ihr damit, dass ihr nicht nach Monkey Island wollt? Warum solltet ihr nicht nach Monkey Island wollen? Ich dachte, der Sinn dieser Reise sei es, nach Monkey Island zu reisen. Well, I thought the whole point of this voyage was to go to Monkey Island. It was, but that was strictly LeChuck's idea. There's nothing on that island except for the secret. The secret doesn't split 6 ways. 7. LeChuck only wants it because of his obsession with that stale glass of milk Guybrush Threepwood. I think you're making a mistake. Let's put it to a vote. Voting is supposed to be at 1 bell. Fair enough. The matter before the crew is the question of whether we should go to Monkey Island. I vote nay. 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 Wow. Aye. The vote to go has to be unanimous. It isn't. Meeting adjourned. What? Unanimous? It means I had to convince each and every member of the crew to change their vote. Wow. Oh wow. Ich dachte, wir können uns jetzt einfach an die anderen wenden und da jetzt einfach mit denen weitermachen, aber nein. Listen, about that trip to Monkey Island. That we voted against. Exactly. I want to try to persuade you to change your mind about it. Or if not your mind, then at least your vote. Good luck with that. I'm regretting hiring you right now. As quartermaster, it seems like you should be more loyal to LeChuck, who, I will point out, very much wants to go. I've been with LeChuck a long time. Exactly. In the beginning, I really admired the way he saw the world. Und durch einen rötlichen Schleier der ständigen Wut als sein persönliches Spielzeug als große runde Schachtel mit einer Schleife drauf und dem Geheimnis von Monkey Island drin? Through a reddish haze of constant anger? I don't know, that's just it. I can't even remember what I found so inspiring. It makes it hard to follow his lead on a personal quest like the secret of Monkey Island. Oh. Bertie, genieß die Dusche. I still think you should vote to go to Monkey Island. I don't want to talk about that now. I'm having a crisis of faith about not being inspired by LeChuck to follow his lead. Okay. Okay. I'd like to discuss your vote on the Monkey Island issue. It's nay. I'm afraid going to Monkey Island doesn't really have anything in it for me. Wouldn't the change of scenery be nice? I've seen lots of scenery. How about I make it worth your while? Go on. Ich übernehme die nächste Schicht. Ich werde dein bester Freund. I'll get you transferred to the other yardarm. I've been there. I prefer this one. Ich übernehme die nächste I'll take Schicht. your next shift. If I didn't know better, I'd say you were after my job. No thanks. Ich werde dein bester Freund I'll be sein. your best friend. My best friend will always be the sea, or maybe Putra. Well, what would you be interested in? Well, I've got all I need, but I'm bored. We used to have an entertainment budget, but this fancy new ship is leveraged like crazy, so there are no frills anymore. Entertainment, you say? I'm sure I could come up with something. Entertainment is my middle name. Well, that's funny. Oh, I do like a good joke. They don't last very long, though. Entertainment. Pirate Times. Editor Conrad Lee. Ready to publish your unrecognized genius. Ich habe scheinbar aktuell nichts, was ich ihm entertainmentmäßig anbieten kann. Working hard? Never. Let's talk about your vote on going to Monkey Island. Are there any particular favors I can do for you?
I don't know a lot about your interests. My main interests are sleeping and eating. I try to do both as much as possible. Hast du ein Do you Lieblingsessen? have a favorite food? Oh, yes. Scorched Alaska. Salty like widow's tears. Sweet like revenge. And fiery like a hot poker to the tongue. Except when Putra makes it, unfortunately. She does not make it hot enough for my taste. Okay. What's the book? It's a book of underworld jokes. Jokes from beyond the pale. Unheard of in this world. Das heißt, wir müssen ihm sein blondes Alaska machen, um das Buch für den anderen Typen zu bekommen. Und dann können wir 2 Leute schon mal umstimmen. Necknock, Hallöchen. Does it hurt to have your head on fire? I'm a demon. We're sort of all about that. You get used to it. Keep up the bad work. Always. Nice. Okay, Flair? Yes? Forgive me, but I'm unclear. What exactly is your job on this ship? I'm the second mate, bosun, gunner, ship surgeon, and composer. And I do the laundry. Wow. Save a little for the rest of us, huh? You after my jobs? Better not be. I need the cash. I'm saving up. Wofür sparst du denn? What are you saving up for? None of your business, Swabby. What's that you're working on? It's theme music for LeChuck. I'm sketching out a melody. I'm happy with the first 2 notes. They're both do. The repetition emphasizes LeChuck's relentless nature, his dogged pursuit of his goals. It's a quality I admire. Still working on the other notes. My target is 7 total. I'm hoping to work in an augmented 4th to make it sound demonic. Right. I understand completely. You must have some scrubbing to get to, right, Swabby? Nein. Can we talk about your vote on going to Monkey Island? No. Oh, come on. There must be something I can do for you. Something you want? Nothing you can give me. Try me. Okay, fine. Earlier today, I lost my grandmother's whale knife. It was a gorgeous heirloom. I treasured it. And now it's gone. Bring me the knife, and I'll vote for your stupid plan. Great. Can you tell me where and when you last saw it? It was sticking out of Gullet's back. Right after I stabbed him with it. Probably still there. LeChuck threw Gullet over the side. Yep. Joke's on you, Swabby. Okay. And I guess on me too. Now beat it. I'm busy. Ich habe eine Idee. Hallo, Putra. So, Putra. Chef, Putra. Please call me Chef. Everybody does. They do? No, never. But they should. How come people don't call you Chef? Because they're a bunch of pedestrian clods who wouldn't know a great meal if it hit them in the mouth. Which, by the way, it often does, if you cook it right. Or wrong. But mainly it's because technically I am a cook, not a chef. It's a job title. Okay. Chefkoch ist also besser als ein Koch. So a chef outranks a cook? Yeah, of course on a ship this size I'd still be the only one making food, so that part doesn't mean anything. It's just about the recognition. So a chef is better than a cook? Not necessarily. I mean, a good cook makes better food than a lousy chef. But being a cook is mostly about mastery of materials and technique, whereas a chef adds artistry, improvisation, Enjoy and your innovation. stay. Anyone who's tasted my boiled monkfish and haggis dumplings should agree that I deserve that title. Kann sie noch nicht anklicken. Rusty Nagel, einen wunderschönen guten Abend, Hallöchen. Herzlich willkommen und Dankeschön fürs Folgen. Does a chef get paid more than a cook? I mean, yes, but on this ship, not enough to make a difference. It's the principle of the thing. Well, have you tried to get a promotion? Only about a dozen times. I keep the written request handy, complete with case studies and cost-benefit analysis. There is absolutely nothing wrong with this.
but LeChuck refuses to sign it. Management. Yeah. Okay, was genau ist brennendes What Alaska? exactly is a scorched Alaska? Imagine a dessert shaped like a huge legless jellyfish with a texture like ice cream wrapped in packing foam, and it sets your face on fire when you eat it. Appetizing. Not really. Das klingt absolut ekelhaft. Did you know Gullet well? Sure. He and I were the only zombies in the crew until you came along. How did you become a zombie? Oh, the usual way. I was at the Culinary Academy at the time. At first, I thought I was having an allergic reaction to some strawberries. Enjoy your stay. How about you? Me? Freundlicher, einen wunderschönen guten Abend. Hallöchen. Herzlich willkommen, Dankeschön fürs Folgen. Oder Frachtler. Frachtler? Du könntest natürlich auch sagen. Ja, ich bin auch müde. Ich mache nicht mehr lange. Yeah, I'm allergic to strawberries too. Oh, I wasn't allergic. Can't stand them now, though, obviously. Obviously. Sometimes I forget I'm a zombie. I don't. Every time I try to get a decent cooking job at a restaurant or some swanky manor house, they say I'm too green, and they play it off like they're talking about experience level, but I know what they mean. Zombies need not apply. We don't want them rotting near the food. You must have experiences like that. Deswegen, es funktioniert halt beides. Und meine erste Intention war es eben Englisch, aber das muss es ja nicht zwingend. My birthday party clown gig really dried up. Imagine thinking zombies are scarier to children than clowns are. There's no justice. It's absurd. What was Gullet like? Well, you'll have noticed he was a bit of a bully. Not at all. He didn't have much power or control in his life, and he was insecure about that. So he compensated by being domineering, vicious, and cruel whenever he had the opportunity. You don't say. But he had his good side. He wrote poetry. Nobody else knows that. He kept it a secret. He was always afraid someone would steal his ideas. Not that anyone would have. His poems were total garbage. Hauptsache, kompletter Müll, was er da geschrieben hat, aber er hat's geschrieben. I don't suppose you know how to make scorched Alaska? Of course I can make scorched Alaska, but I'm not going to. Why not? Scorched Alaska is the kind of thing that requires a skilled chef. Apparently, I'm still only a cook. I see. Das heißt, wir müssen sie erstmal davon überzeugen, beziehungsweise alle anderen davon überzeugen, dass sie der Chef ist und nicht nur ein Cook. Anstrengend. I'd like to try to sway you on the Monkey Island vote. Save your breath, I'm unswayable. There's only one opinion I value, and that's Iron Rose's. She's the smartest one on the ship. Second smartest. Now that you mention it, I'm remembering that I said just last week that I'd always vote with Rose. So I'm gonna do that on this too. Whatever way Rose votes, that's how I'll vote. Thanks for reminding me. Oh. Ja, ich habe die Schwierigkeit schwer gewählt, das stimmt. Okay. I'll let you get back to cooking. Yeah. Erstmal holen wir uns jetzt noch die Quizkarte. Welche dieser Zutaten braucht man nicht, um nach Monkey Island zu gelangen? Hefe. Das war easy. So, den Antrag auf Beförderung. Future makes a compelling case for promotion. Why don't I see if I can make some headway with your promotion? I think LeChuck likes me. Sure, knock yourself out. If nothing else, we'll all get some entertainment out of it. You'd think on a ship there would be opportunity to change the water once in a while. You might want to change this water someday. Just a thought. It's not water. I'm marinating the plate scrapings for tomorrow's Ew. dinner. Ew. Can I ask about that pepper shaker? It was demon pepper, made from demon peppers, which are basically the hottest peppers you can get. Do not, under any circumstances, put it on anything you intend to eat. I like spicy food. Not like this. Burns on the way in, burns on the way out. In between, burns.
Doesn't matter, though. The shaker's empty. I'm all out. Oh no. Whoa. I'm not sure those are quite dead yet. It's hard to tell if those are for cooking or combat. It's cute that you think there's a difference. Ja klar, Cooking ist doch wie Combat. Can I give you a hand washing these plates? Nah, I already did those. Ew. Also hier würde ich definitiv niemals irgendetwas essen At wollen. first I thought the privy must be behind there, but no, it's just the pantry. Ugh. What is all this stuff anyway? Oh, you know, urchin husks, bile duck extract, sugar, fangweed. Nothing unusual. Nothing unusual, I see. That's held shut with a pretty sturdy piece of timber. It won't keep anyone out, but it could keep something in. There must be something fairly nasty in there. Hey, Putra, what horrible creature are you keeping in here that you have to bar it shut? What? The cupboard's empty. The board's just there to keep it from flying open in heavy seas. Oh. You think you'd never been in a galley before? Ja, nö, waren wir auch noch nicht. Oh, ich koche auch wirklich gerne. These open plan offices are all the rage now. So, wir haben Putra hier... makes a compelling case for promotion. I don't think I could mimic his signature. It's pretty distinctive. Schade. Und wenn wir mit dem darüber reden, wird das wahrscheinlich kein gutes Ende nehmen. Swabby, come over here. Ye be new to my ship. I like to meet each of my crew. What's your name, Swabby? Blutschwert, der gefürchtete, Wahnsinnsbart, der Bartlose, Augenfresser, der Rücksichtslose. Das Shrubby ist in Ordnung. Mir gefällt, was sie aus dem Ort gemacht haben. Wahnsinnsbart, der Bartlose. Crazy Beard, the Beardless. Look, I'm just going to call you Swabby. It's not good for the chain of command if we get too friendly. Any questions? None? Good. I likes an unquestioning crew. Now, get back to work before I use your entrails as bait. Wait! Don't forget the keel hauling tomorrow at 4. I like to think of it as a team-building exercise. I won't. Okay, das kann ich also nicht. Ich kann nicht mit ihm darüber reden. Das heißt, wir gucken jetzt erstmal, ob wir das Messer kriegen. That is one revoltingly greasy porthole. Das ist die einzige Stelle, bei der wir ins Wasser können. Jo. Hi. You. He's pretty securely pinned there by the rudder. There's also a knife in his back, but that's clearly not why he's stuck. I have to say, I thought you were gone for good. I was feeling no small amount of pleasure about it, in fact. It'll take more than a bath to get rid of old Gullet. Now pull me out of here before I hang you by your own intestines, Swabby. Das heißt jetzt erster Schrubber. Well, that's actually first swab now. What is? Me. LeChuck gave me your job. You? Not likely. I do prefer a management role. Less scrounging, more lounging. I'm gonna give your pancreas to my rat for a pillow. Du solltest vielleicht einen freundlicheren Ton anschlagen. You might want to take a friendlier tone. This is my friendly tone, you blabbering pile of excrement. Ich kann 10 Minuten lang die Luft anhalten. I Und can du? hold my breath for 10 minutes, more or less. How about you? Well, technically, I don't have to breathe at all, but it's a reflex, isn't it? You can't really stop doing it, but it feels like drowning the whole time. So get me out of here right now, you colossal git. I'm the only one who knows you're down here. Not true. I know I'm down here, don't I? Okay. I guess you've got me there. Wow. If I leave you here, do you think you can free yourself? Of course not. You think I haven't tried that already? It's a matter of leverage. As in, I'm gonna get a lever and smack you in the head with it if you don't get me out of here right now.
Once we set sail, you'll probably be crushed into paste by the rudder. Why would you tell me that? Well, in case you're worried about being stuck for a long time. When I get my hands on you, I'm gonna eat both your legs, throw them up, and then eat them all over again. It would be smart of me not to give you the opportunity then. Nice talking to you, Gullet. What do you mean, nice talking to you? Oh, I don't mean it literally, of course. Just politely ending our conversation. Wait, no, get me out of here for pity's sake. You baboon! I'll get you for this. Willkommen zurück, Kurti. That's Flair Gory's grandmother's whale knife. It's a beauty. You clown. That isn't gonna do any good. It wasn't even bothering me. Can I get you anything? You can tell whoever's been turning the ship's wheel to knock it off. I could lose a leg or something. I'll be sure to pass that along. He's pretty securely pinned there by the rudder. Can I get you anything? You can get me unstuck from this rudder, thank you very much, you insufferable slug. I was thinking more like a breath mint. Ugh. Das heißt, wenn jetzt irgendjemand aus ganz normalen Gründen, weil wir befinden uns ja auf einem Schiff und ohne irgendeinen Hintergedanken anfängt am Ruder zu drehen, Mikey, das haben wir schon gemacht. Wir waren schon komplett die ganze Zeit unten und sind gestorben. Devil crabs like limbs, apparently. Devil crabs like limbs, apparently. Marie, danke schön. Sehr freundlich von dir. Sehr gut, Kurti. Das ist ausgetestet. Wo ist es austesten? Aber es passiert nichts mehr mit ihm. Hey, Gullet. Can I get you anything? You can tell whoever's been turning the ship's wheel to knock it off. I'll be sure to pass that along. Schade. Hallöchen, der MT, aber ich weiß gerade nicht, was du meinst. Willkommen zurück, Flo. Das heißt, wir haben jetzt das Messer. Und damit haben wir schon mal 2 Stimmen. Es ist halt super entspannt. Sehr entschleunigt. It's Flair Gory's grandmother's whale knife. I found your knife. My grandmother's knife. Thanks, Swabby. I have no idea how you pulled that off, but I guess a deal's a deal. I'll vote for your stupid plan. Thanks a lot. Putra. So, Chef. You sure I can't change your mind on the Monkey Island issue? Yeah, I'm voting whatever way Rose votes. Okay. Aber Rose hat doch schon... Okay. I'll let you get back to cooking. Yeah. Flair? What? I want to check in on your vote about going to Monkey Island. Relax. I'll vote with you. I owe you one. Go swap a deck or something. Will do. Kann ich den Vertrag ihr geben in irgendeiner... Nein, kann ich nicht. Und ich kann aber auch da nichts machen, ne? Nein. Putra makes a compelling case for promotion. I don't think I could mimic his signature. It's pretty distinctive.
Da ist nirgendwo seine Unterschrift, aber ich weiß, wo sie ist. In seiner Kombüse. In seiner Kabine. Well, let's get to it. Come to order, you murdering, traitorous dogs. Why is the ship's cauldron still empty? I distinctly ordered a mystical voodoo potion. If a ship is going to function properly, blah, 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 blah. Blah, 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 flame or alive. So, und jetzt? Komm mal her. Da ist doch... It's not much of a map. There's just some writing on it, but clearly it's important. It's not much of a map. There's just some writing on it, but Ich dachte, clearly ich it's kann important. jetzt hier quasi... Kann It's ich aber not nicht. much of a map. There's just some writing on it, but clearly it's important. This isn't remotely like a map. You'd notice it right away. I don't think I could mimic his signature. It's pretty distinctive. Okay, Ich dachte, ich könnte das in irgendeiner Art und Weise austauschen, dass er das unterschreibt. Stop overfeeding Molly, you rotten clods. She has digestive trouble and I'm tired of cleaning it up. These open plan offices are all the rage now. Reminder to all crew. Extinguish demon fire with the proper extinguishment. Other methods will not work. I guess it's a good sign if they're not trying to leave? Die sind natürlich alle gerade... It's empty. I don't need to clutter up my inventory with another item. Old boots and deodorant. It's like a college dormitory. It sounds like screaming, but really quiet. Okay, ich komme noch nicht wirklich weiter gerade. I've got enough to last me. I think that only works on parrots. Den Schrank, das könnte ich durchaus mal ausprobieren. Somehow I wish I'd never asked. It was more exciting before. Nee, kann ich nicht. Ugh. Ooh, I think I'll skip dinner tomorrow. It's Chef Putra's empty demon pepper shaker. It's empty. I don't need to clutter up. Ugh. It's hard to tell if those are for cooking or combat. In conclusion, shape up, or the eels will be gnawing on your carcass. All right, same time tomorrow then. Dismissed. Top deck schedule. 1 bell, crew voting. 2 bells, the Chuck shouting. Hier ist auch nichts mehr, ne? Nichts, was ich noch machen kann. This is a bunch of empty containers of preservatives and coloring agents. Ist alles leer? Ja, ich weiß. Das ist auch... This is a bunch of empty containers of monkey blood and squid ink.
These open plan offices are all the rage now. I don't know. Ich bin gerade ein bisschen ratlos und ich glaube, das könnte jetzt ein guter Moment sein. Für heute Schluss zu machen. Close enough. Komme ich damit hoch? I'll leave my work Nein. down here. 7600. Ja. Wir machen Schluss für heute.